Hey Freunde, wusstet ihr, dass etwa 70% der Zuschauer meiner Videos den Kanal noch nicht abonniert haben? Wenn euch solche Inhalte gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Vergesst auch nicht, dem Video ein Like zu geben und einen Kommentar dazu lassen. Eure Unterstützung hilft dem Kanal zu wachsen und mehr Horrorfans zu erreichen. Und noch etwas. Schreibt mir doch in die Kommentare, aus welcher Stadt ihr zuschaut. Ich lese jeden Kommentar. Der erste Weihnachtsfeiertag 1999 war und wird wahrscheinlich der schlimmste Tag meines Lebens bleiben. Ich war eine junge Frau, die an der Boston University unter Professor Mannis ihren Traum von einer Karriere als forensische Anthropologin verfolgte. Er war mein Mentor, intelligent, fest angestellt und inspirierend. Im Laufe des Semesters hatten wir mit meiner Klasse einige Ausflüge zu seiner Leichenfarm im Bundesstaat New York unternommen. Diese bestand aus verschiedenen Umgebungen, die sich perfekt für die Untersuchung unterschiedlicher Verwesungsgeschwindigkeiten eigneten. Dichte Wälder, dichtes Gebüsch, offene Felder, Teiche, Bäche, Schuppen, Hütten und sogar ein sumpfiges Moor. Im Zentrum stand das Mannis-Haus, ein altes, aber wunderschönes Kolonialhaus, versteckt unter riesigen Kiefern. Am letzten Tag vor den Winterferien hielt Professor Mannis mich beim Verlassen seines Vorlesungsraums sanft am Arm fest und bat mich kurz zu ihm zu setzen. Während wir Kaffee tranken, fragte er mich, was ich in den Ferien vorhabe. Die Frage kam unerwartet, war aber nicht unangenehm. Ich erzählte ihm, dass ich bei meiner Freundin Jess bleiben würde. Er fragte mich, warum ich nicht mit meiner Familie zusammen sei, und ich erklärte ihm, dass ich in Pflegefamilien aufgewachsen sei. Er entschuldigte sich vielmals, aber ich sagte ihm, dass das in Ordnung sei. Professor Mannis nahm noch einen Schluck und erzählte mir, dass er Weihnachten und den Rest des Winters bei seiner Schwester in Florida verbringen würde. Sein Anwesen und die Bodyfarm würden leer stehen. Ich lächelte sanft, als mir klar wurde, was er fragen würde. Du bist mit Abstand die beste Studentin in meiner Klasse. Wie würde es dir gefallen, diesen Winter im Rahmen deines Doktoratsstudiums auf der Mannis Body Farm zu arbeiten und meine Forschung fortzusetzen, während ich im Süden bin?, fragte er. Weihnachten mit Leichen. Ich hätte nicht schneller Ja sagen können. Hätte ich nur gewusst, welche Schrecken mich erwarteten. Ich fuhr mit meinem alten Civic die lange, mit Kies bedeckte Auffahrt hinunter und die Villa kam in Sicht. Im Schnee sah sie noch schöner aus. Ich parkte das Auto, ging zur Haustür und schloss sie mit dem großen Messingschlüssel auf, den Professor Mannis mir gegeben hatte. Ich strahlte über das ganze Gesicht. Auf dem Grundstück lagen 5 Leichen, die ich untersuchen sollte. Subjekt 1, weiblich, älter, seit 36 Monaten verstorben, auf einem Feld. Proband 2, männlich, erwachsen, seit 2 Monaten verstorben, in einem versiegelten Fass außerhalb eines Schuppens. Proband 3, weiblich, älter, seit 8 Monaten verstorben, im Schuppen unter einer Plane. Proband 4, männlich, junger Erwachsener, seit 13 Monaten verstorben, in einem ausgetrockneten Bachbett. Proband 5, weiblich, junge Erwachsene, seit 2 Wochen verstorben, am Ufer eines Teiches, unter Wasser. Ich gab jedem Exemplar einen Spitznamen, der sich nach seinem Fundort richtete. Es gab Fiona Feld, Barry Fass, Sheila Schuppen, Craig Bach und Polly Teich. Unreif und unprofessionell? Vielleicht. Aber es half mir, den Überblick zu behalten und machte mir den Umgang mit der makabren Realität etwas leichter. Um ehrlich zu sein, war die Arbeit einfach, schnell und ereignislos. Leider hielt das nicht lange an. Jeden Morgen um 9 Uhr machte ich meine Runde und notierte den aktuellen Verwesungszustand jedes Exemplars sowie alle Anzeichen von Eingriffen durch Wildtiere. Es war ernst und ein bisschen unheimlich, aber ich leistete gute Arbeit. Arbeit, die der Strafjustiz und den Forensikern helfen würde. Zumindest redete ich mir das ein. Am 3. Tag war alles Routine. Ich zog meine Latexhandschuhe und meine medizinische Maske an, gefolgt von meiner Schneekleidung. Die meisten Leichen konnte ich aus kurzer Entfernung visuell untersuchen, mit Ausnahme von Barry Barrell und Sheila Shedd, die ich aufgrund ihrer jeweiligen Unterkünfte physisch untersuchen musste. Die Leichen verwesen in der erwarteten Geschwindigkeit, alle bis auf eine. Ich ging zum Rand des Teiches
und starrte auf Polly, die unter dem Eis eingefroren war. Ihr Kopf schien bequem auf dem Ufer zu ruhen, während ihre Augen wie eine leere Tafel in den Winterhimmel starrten. Pollys Füße waren eine weiße Unschärfe, die sich in die Tiefe erstreckten. Die Szene wirkte fast friedlich, als wäre sie nur eine Statue, die unter Glas ruht, perfekt konserviert in ihrer eigenen Vitrine. Ich starrte auf Pollys nackten Körper, bereit, meine Notizen zu machen. Mein Blick wanderte von ihrem Kopf zu ihrem Hals, ihren Brüsten, ihrem Bauch und schließlich zu dem dünnen, dunklen Haarstreifen zwischen ihren Schenkeln. Ich trat einen Schritt zurück, als ein unerwartetes Gefühl meinen Körper durchflutete. Ich schämte mich. Ihr nackter Körper erinnerte mich an meinen eigenen, und ich verspürte den plötzlichen Impuls, sie zu bedecken. Ich lachte verlegen vor mich hin und kritzelte den Rest meiner Notizen nieder. Zufrieden mit meiner morgendlichen Arbeit stapfte ich den verschneiten Hügel hinauf zum Haus, um Frühstück zu machen. Den Rest des Tages verbrachte ich damit, an meiner Abschlussarbeit zu arbeiten und lokales Fernsehen zu schauen. Als die Sonne unterging, ließ ich mir ein Bad einlaufen, um mich zu entspannen. Ich lehnte mich gegen die Rückwand der Badewanne und schloss die Augen, um den Tag von meiner Haut abfließen zu lassen. Für einen kurzen Moment tauchte mein Kopf unter das warme Wasser, und das Bild von Pollys blasser Haut und ihren milchigen Augen blitzte in meinem Kopf auf. Ich sprang aus der Wanne und war wütend auf mich selbst, dass ich eingeschlafen war. Als ich mich abtrocknete, durchbrach ein lautes Taudeh draußen die Stille der Nacht. Ich versuchte mir einzureden, dass es nicht real war. Aber mein Verstand und meine Vernunft ließen das nicht zu. Stattdessen kam ich zu dem Schluss, dass es sich um ein wildes Tier handeln musste. Ich war meilenweit von anderen Menschen entfernt, und niemand, der bei klarem Verstand war, würde nachts in der Kälte auf dem Grundstück herumstöbern. Mein Versuch, mich zu beruhigen, schlug fehl. Ich schlich leise die knarrende Treppe hinunter und ging zur Glasschiebetür im hinteren Teil des Hauses. Ich schob sie auf und untersuchte das Grundstück mit meiner Taschenlampe. Außer dem Licht und dem fallenden Schnee war alles still. Ich beschloss, am nächsten Morgen nachzuschauen, schloss die Tür und verriegelte sie. Ich schaute auf die Uhr und dachte, es sei noch nicht zu spät, Jess anzurufen, in der egoistischen Hoffnung, dass ich mich durch ihre Stimme weniger allein fühlen würde. Wir redeten eine Stunde lang, bevor ich mit allen Lichtern an ins Bett ging. In dieser Nacht träumte ich von roten Blumen, die durch den weißen Schnee blühten. Der nächste Morgen war trüb und still. Ich kochte Kaffee und hörte die Nachrichten. Ein Sturm war aufgezogen und sollte am ersten Weihnachtsfeiertag eintreffen. Nach dem Frühstück machte ich mich fertig und begann meine Runde. Fast sofort sah ich, was das laute Geräusch in der Nacht verursacht hatte. Der Fass neben dem Schuppen war umgefallen und Barrys steifer, verwesender Arm ragte aus dem frischen Schnee. Ich näherte mich vorsichtig. Zuerst schien alles plausibel. Ich nahm an, dass das Fass vom Wind oder einem Wildtier umgeworfen worden war. Professor Mannis hatte mich vor den Kojoten in der Gegend und ihrem Appetit auf menschliche Überreste und Knochen gewarnt. Ich stellte das Fass wieder aufrecht und untersuchte Barry. Als ich seine Hand sah, setzte mein Herz einen Schlag aus. Die Fingernägel seines Zeige-, Mittel- und Ringfingers waren zurückgedrückt, als hätte er nach etwas gekrallt. Ich nahm den Deckel des Fasses aus dem Schnee und fuhr mit den Fingern über die Maserung. In der Mitte bemerkte ich 3 symmetrische Kratzer. Mir wurde übel. Ich verschloss den Deckel und begann nachzudenken. Ich redete mir ein, dass das vom Umkippen des Fasses kam. Seine Hand war auf den Deckel gefallen und der Schwung hatte die Schnitte verursacht, als seine Fingernägel auf das Holz trafen. Das ergab Sinn. Es gab keinen Grund zur Sorge. Ich setzte meine Runde fort. Die Proben schienen unversehrt und unberührt, was mir ein Gefühl von Ruhe und Sicherheit gab, bis ich zum Rand des Teiches kam. Als ich näher kam, sah ich Polly und hatte sofort das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Ich hockte mich hin und untersuchte ihren Körper noch einmal. Diesmal war mir das nicht peinlich. Ich saß ein paar Minuten am Ufer, bevor es mir klar wurde. Polly sah aus, als wäre sie näher als am Tag zuvor. Ich schnappte mir schnell mein Maßband und hielt es an die eisige Leiche. Ihr Kopf war 5 Zentimeter näher am Ufer als am Tag zuvor. Die Übelkeit und Panik kehrten mit voller Wucht zurück, und mein Verstand suchte verzweifelt nach einer Erklärung. »Es ist alles in Ordnung«, wiederholte ich mir.
Die Temperaturen schwanken und das Wasser unter dem Eis ist immer noch flüssig. Die Leiche hat sich einfach in der Nacht verschoben. Ich begann mich besser zu fühlen und lachte über mich selbst, weil ich Angst gehabt hatte. Die Einsamkeit hatte mir einfach zugesetzt. Ich beendete meine Notizen für den Tag und zog mich ins Haus zurück. Es war Heiligabend, ich hatte mir ein bisschen Spaß verdient. Nach dem Mittagessen legte ich eine Weihnachtsplatte auf und machte Eierlikör. Das Haus fühlte sich warm und lebendig an, eine willkommene Abwechslung zu der üblichen unheimlichen Stille. Nach ein paar Drinks war ich endlich entspannt. Ich begann, das Haus der Mannis nach Weihnachtsdekoration zu durchsuchen. Ich stand vor der Kellertür, bevor ich mich an die strenge Anweisung des Professors erinnerte, sie geschlossen zu halten und draußen zu bleiben. Eine halbe Stunde später war ich zufrieden mit den 2 Kränzen und der Lametta, die ich in einem Abstellraum neben dem Gästezimmer gefunden hatte. Ich ließ mich mit einem frisch aufgefüllten Glas auf die Couch sinken und meine Augen wurden schwer, während Sinatras Interpretation von Silent Night mich in den Schlaf wiegte. Kurz bevor ich einschlief, rüttelten 3 laute Klopfen an der Hintertür mich wach. Ich konnte mir das nicht erklären. Ich spürte, wie Adrenalin durch meinen Körper schoss. Vielleicht war ich in dem Moment, als ich die Augen geschlossen hatte, sofort in einen Traum versunken. Diese Idee wurde zunichte gemacht, als 3 weitere Schläge gegen das Glas der Schiebetür hallten. Ich duckte mich auf den Boden und überlegte, was ich als nächstes tun sollte. Die Tür war verschlossen, da war ich mir sicher. Ich wusste, dass es am besten war, zum Telefon zu rennen und die Polizei zu rufen. Kurz bevor ich losrannte, hörte ich eine gedämpfte Stimme von der anderen Seite der Scheibe. »Lys, mach auf, du Schlampe!« Ich wäre fast gestorben, als ich losprasselte. Jess hatte mich überraschen wollen. Ich schloss die Tür auf und öffnete sie, wobei ich sie fast umarmte. Mir traten Tränen in die Augen, als mir klar wurde, dass sie durch den Schnee zur Mannis Farm gefahren war, nur um Weihnachten mit mir zu verbringen. Nachdem wir uns ausgetauscht und noch ein paar Drinks hatten, meinte Jess, dass dieser wunderbare Abend ohne einen Weihnachtsbaum definitiv nicht komplett wäre. Aufgewärmt vom Alkohol und unserer Schneekleidung beschlossen wir, vor Sonnenuntergang in den Wald zu gehen, um eine kleine Kiefer zu fällen. Als wir uns der Scheune näherten, kam mir eine Idee, die ich in diesem Moment für unglaublich witzig hielt. Ich sagte Jess, sie solle in den Schuppen gehen und die Axt unter der Plane holen, da ich nach einer der Leichen hinten sehen müsse. Ich erinnere mich noch genau, wie sie sagte, solange ich nichts von diesen Dingern sehen muss, bin ich glücklich. Ich lehnte mich zurück und grinste über beide Ohren, während ich auf Jess' Schreie wartete, als sie Sheila unter der Plane entdecken würde. Die Schreie blieben aus. Stattdessen kam Jess mit der Axt aus dem Schuppen und sagte, »Na, ich habe keine Plane gesehen, aber die Axt lehnte an der Wand neben der Tür. Weißt du, für so ein kluges Mädchen hast du ein schlechtes Gedächtnis.« Ich setzte mein bestes falsches Lächeln auf und scherzte mit ihr. In meinem Kopf rasten die Gedanken. Sie muss es übersehen haben. Das ist alles. Es ist ein dunkler Schuppen. Ich werde morgen früh vor dem Sturm nachsehen. Und alle Leichen werden in Ordnung sein. Wir gingen weiter in den Wald, bis wir den perfekten kleinen Baum fanden, den wir fällen und nach Hause schleppen konnten. Der Abend bestand aus noch mehr Alkohol, ein wenig Cannabis und alten Erinnerungen. Mehr als genug, um meine Angst zu lindern. Jess und ich zogen uns schließlich ins Schlafzimmer zurück und schliefen ein, sobald unsere Köpfe die Kissen berührten. Der nächste Morgen bescherte mir einen höllischen Weihnachtskater. Nach einem Liter Kaffee, Spiegeleiern und Speck machte ich mich für meinen üblichen 25-minütigen Arbeitstag fertig. Benommener als sonst schlurfte ich durch den frischen Schnee zum Schuppen. Es begann wieder zu schneien und ich wusste, dass ich nicht viel Zeit hatte. Als ich den Schuppen sah, traute ich meinen Augen nicht. Das Fass war wieder umgefallen, aber diesmal war die Leiche darin nirgends zu sehen. Ich rannte in den Schuppen und wie ich befürchtet hatte, gab es keine Plane und keine Schäler. Ich sprintete zum Feld und zum ausgetrockneten Bachbett, aber auch dort waren ihre verstorbenen Bewohner nicht zu finden. Ich rannte den Hügel hinunter zum Teich und blieb stehen, um mich zu übergeben, als ich das Ufer erreichte. Polly war auch weg. Alles, was übrig blieb, war eine perfekte, körperförmige Vertiefung im Eis. Mein Adrenalin schoss wieder in die Höhe,
als ich zur Hintertür des Manis-Hauses rannte. Jess saß auf der Couch, rauchte und kurierte ihren Alkoholrausch aus. Mein zerzaustes Aussehen erregte ihre Aufmerksamkeit und sie fragte mich, ob ich okay sei. Ich antwortete nicht. Stattdessen schnappte ich mir das Telefon und wählte verzweifelt die Nummer, die Dr. Mannis mir gegeben hatte, die sofort auf den Anrufbeantworter sprang. Mit stockender Stimme brachte ich schließlich heraus, dass alle Leichen verschwunden waren. Jess bombardierte mich mit Fragen, von denen ich keine beantworten konnte. Während draußen der Wintersturm tobte, kamen Jess und ich zu dem düsteren Schluss, dass unsere einzige Möglichkeit darin bestand, uns einzuschließen und abzuwarten. Es wurden nur wenige Worte gesprochen, während mehrere Stunden vergingen. Der Sturm wurde immer heftiger, während die graue Wintersonne hinter den Baumwipfeln unterging. Jess und ich trösteten uns gegenseitig, als die Nacht hereinbrach, und sagten uns, dass wir den Sturm abwarten und am nächsten Morgen als erstes aufbrechen würden. Wir überprüften dreimal die Türen und Fenster und hielten das Feuer im Kamin am Brennen. Wir fühlten uns sicher und warm. Das war aber nur von kurzer Dauer, denn ein lautes Krachen erschütterte das Dach und die Lichter gingen aus. Ich hörte Jess in der Dunkelheit zusammenzucken und hielt sie fest. Ich flüsterte ihr zu, dass alles in Ordnung sei und der Sturm wohl einen Ast abgebrochen habe. Wir gingen in die Küche und holten die Taschenlampen unter der Spüle hervor. Jess schlug vor, den Sicherungskasten zu überprüfen, aber ich erinnerte sie daran, dass der Keller tabu war. Genervt zischte Jess, dass sie lieber nicht an Weihnachten in einer gruseligen Villa erfrieren wolle. Das war ein überzeugendes Argument. Eine Welle muffiger Luft schlug mir entgegen, als wir die Kellertür öffneten und die Steintreppe hinuntergingen. Ich bat Jess, sich zu beeilen, während wir mit unseren Taschenlampen die Wände absuchten. Irgendetwas an dem Keller fühlte sich nicht richtig an, und in diesem Moment wünschte ich mir, ich wäre irgendwo anders. Jess ging zum Sicherungskasten und legte die Sicherungen um, aber ohne Erfolg. Während sie damit beschäftigt war, fiel mein Blick auf einen Stapel Fotos auf einem Holztisch in der Ecke. Ich begann zu zittern, als ich sie durchblätterte. Alle Fotos waren von mir, Schnappschüsse aus meinem ersten Jahr an der Universität. Meine Stimme brach, als ich Jess herüberrief, um sie anzusehen. Sie sah mir in die Augen und sagte, »Wir müssen sofort weg.« Ich stimmte ihr wortlos zu. Wir rannten so schnell wir konnten die Treppe hinauf und schlossen die Tür hinter uns. Dort wurden wir von einem schneebedeckten Doktor, Mannis, begrüßt, der auf einem Stuhl im Foyer saß. Eine Schrotflinte lag lässig neben ihm. Ich stammelte nervös Worte und Satzfragmente heraus und sagte ihm, dass wir nur in den Keller gegangen seien, um nach dem Sicherungskasten zu suchen, gefolgt von einer Reihe verwirrter Fragen, warum er nicht in Florida sei. »Ich habe deine Nachricht erhalten. Du machst mir Sorgen, Alicia«, war seine einzige Antwort. Er griff nach der Schrotflinte und winkte Jess und mich zur Haustür. Wir gehorchten, ohne zu zögern. »Warum bist du hier?« fragte Jess, während wir durch den eisigen Schnee stapften. »Ich habe gehört, dass meine Proben verschwunden sind«, zischte Mannis. Der Strahl unserer Taschenlampen durchdrang mühsam die Dunkelheit, aber ich wusste aus Muskelgedächtnis, dass wir uns dem Schuppen näherten. Das Knirschen des Schnees verstummte, als Jess mit großen Augen wie angewurzelt stehen blieb. »Was ist los?« fragte Professor Mannis genervt. Jess antwortete nicht und starrte weiter. Alle Farbe war aus ihrem Gesicht gewichen. Ich richtete meine Taschenlampe nach vorne und sah die Silhouetten von 5 bekannten humanoiden Wesen, die völlig regungslos im Schnee standen. Mannis flüsterte, »Es hat funktioniert«, als er mir die Taschenlampe aus der Hand riss und langsam auf die Reihe von Gestalten zuging. Jess packte leise meinen Arm und zeigte auf die Schlüssel für den Pick-up, die an seinem Gürtel steckten. Jess und ich schüttelten still zustimmend den Kopf. »Absolut unglaublich«, rief Mannis, als er sich ihnen Bochen näherte. Er konnte nicht mehr als 5 Meter entfernt sein. Ich drückte Jess' Hand fest. »Jetzt oder nie?« Ich sprang vor und schnappte mir die Schlüssel, während Jess Mannis zu Boden drückte. Die Schrotflinte ging los, als sie auf den Boden aufschlug, und riss ein Loch in die Brust der Leiche direkt vor ihm. Der Lichtstrahl der Taschenlampe schoss durch den Torso wie Sonnenlicht, das aus den Wolken bricht. »Lauf!« schrie Jess und riss mich aus meiner Starre. Ich drehte mich um und folgte ihr zum Haus. Mannis schrie unverständlich, während er versuchte, wieder auf die Beine zu kommen.
Ein weiterer Schuss hallte, als schnelle Babys an meinem Ohr vorbeizischten. Ich schrie. Ich schaute kurz zurück, als Mannis aus voller Kehle schrie. In Sekundenbruchteilen sah ich, wie sich die Leichen wie Schweine an einem Trog auf ihn stürzten. Mannis versuchte noch einmal zu schreien, wirkte aber nur, als sich sein Mund mit Blut füllte. Jess fummelte an den Schlüsseln herum, während wir in den Geländewagen kletterten. Wir heulten beide wie die Bären, als wir über die Schotterauffahrt zur Hauptstraße rutschten. Die nächsten Monate waren geprägt von polizeilichen Verhören, Befragungen und meiner offiziellen Kündigung an der Universität. In den offiziellen Unterlagen steht, dass Mannis Anwesen und Farm aufgegeben wurden. Die registrierten Exemplare sowie Mannis selbst wurden nie gefunden. Die Weihnachtszeit rückt wieder näher. Für Jess und mich ist das immer eine schwierige Zeit. Ich habe nie den Mut gehabt, meine Geschichte anderen zu erzählen. Aber jetzt denke ich, dass es wichtig ist, falls ich verschwinden sollte. Gestern habe ich nämlich einen handgeschriebenen Zettel in meinem Briefkasten gefunden. Es gab weder eine Briefmarke noch eine Absenderadresse oder eine Unterschrift. Auf dem Zettel stand lediglich: Es ist Zeit, unsere Studie zu beenden. Meine Eltern sind aus Irland in die USA gezogen, als meine Mama erst im 3. Monat mit mir schwanger war. Ich glaube, das hat irgendwie meine Persönlichkeit geprägt, weil ich nie besonders reiselustig war. Alles, was ich über das alte Land, wie meine Eltern es nannten, wusste, war das, was sie mir davon erzählten. Vielleicht haben sie ein paar Details romantisiert, aber das machte mir nichts aus. Es war einfach schön zu sehen, wie ihre Augen leuchteten, wenn sie sich an ihre Heimat erinnerten. Man konnte ihre Sehnsucht spüren, wenn sie von den grünen Hügeln, dem beruhigenden Regen und der rustikalen Natur jeder einzelnen Hütte erzählten. Ich glaube, mehr als alles andere vermissten sie die enge Gemeinschaft ihrer Heimatstadt, vor allem im Vergleich zur allgemeinen Gleichgültigkeit in New York City, wo sie sich niedergelassen hatten. Ständig erzählten sie mir Geschichten von ihren Nachbarn, die meiner Urgroßmutter auf ihrem Hof halfen. Oder von den Ärzten, die während der Untersuchung von Gerüchten erzählten, die sie in der örtlichen Kneipe gehört hatten. Selbst als ich noch ein Kind war, haben sie immer wieder davon gesprochen, dass die Amerikaner, so sehr sie sich auch bemühten, einfach kein gutes Guinness brauen konnten. Stereotyp? Vielleicht. Aber es ist nun mal so. Als Amerikaner der ersten Generation und aufgrund meiner selbstgefälligen Art liebte ich die Stadt, die ich als meine Heimat bezeichnet hatte. Gleichgültigkeit hin oder her, es gibt nichts Besseres als einen echten New Yorker Hotdog oder eine Taxifahrt. Versteh mich nicht falsch. Die Geschichten meiner Eltern über das alte Land waren unterhaltsam, aber ich hatte nie das Bedürfnis, es selbst zu sehen. Typisch amerikanische Denkweise, sagte meine Mutter. Vor knapp einem Jahr war ich in einer Vorlesung an der New York University, als mein Handy klingelte. Ich sah, dass mein Vater anrief und fragte den Dozenten, ob ich den Raum verlassen könne, um den Anruf anzunehmen. Er machte eine spöttische Bemerkung und die Klasse kicherte. Ich lachte mit und verließ den Raum. Typisch amerikanische Mentalität, oder? Ich drückte auf die Taste meines Handys und sagte: »Dad?« Die Stimme meines Vaters klang gebrochen. Er weinte. Wenn du meinen Vater kennst, weißt du, warum mich das sofort beunruhigte. Mein Vater konnte sich das Ende von E.T. ansehen, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. »Dad, bist du okay? Ist Mama okay?« »Sohn, Oma stirbt.« Meine Urgroßmutter, die ich erwähnt hatte, die eine Farm besaß, war die einzige noch lebende Verwandte meines Vaters in Irland. Die Eltern meines Vaters waren bei einem Autounfall ums Leben gekommen, als er noch ein Kind war, und seine Großmutter hatte ihn aufgenommen und großgezogen. Ich kannte sie nur als Oma. Ich hatte sie nie selbst kennengelernt, aber an der Stimme meines Vaters konnte ich spüren, wie schwer ihm der bevorstehende Verlust fiel. Mein Vater sagte mir, dass er auf dem Weg zu meiner Schule sei. Er würde mich abholen, nach Hause bringen und mir beim Packen helfen. Wir würden den nächsten Flug von New York in die alte Heimat nehmen. Wie gesagt, ich war nie ein großer Fan von Reisen, aber als gehorsamer Sohn protestierte ich nicht. Ich ging zurück, holte meine Sachen, erzählte meiner Lehrerin, was los war, und ging. Mein Vater kam schließlich an,
erklärte den Leuten in meiner Schule die Situation, und ehe ich mich versah, waren wir wieder zu Hause und packten einen Koffer. Wir flogen vom JFK-Flughafen in scheinbar kürzester Zeit los, und 6,5 Stunden später betrat ich zum ersten Mal irischen Boden. Da ich mit so vielen Geschichten meiner Eltern aufgewachsen bin, muss ich sagen, dass ich mich sofort mit dem alten Land verbunden fühlte. Ich kann es nicht erklären, aber in dem Moment, als ich den Flughafen in Dublin verließ und meinen ersten Atemzug irischer Luft nahm, fühlte ich mich anders. So kitschig es auch klingen mag, ich fühlte mich wie nach Hause gekommen. Der Pfleger meiner Oma wartete im Terminal auf uns und hielt ein großes Schild mit unserem Nachnamen in den Händen. Wir stellten uns vor und gingen zum Parkplatz, wo der Pfleger uns in Omas Auto half und wir die Fahrt zum Elternhaus meines Vaters begannen. So schön Dublin auch war und so sehr meine Eltern auch davon geschwärmt hatten, nichts hatte mich auf die landschaftliche Schönheit der irischen Landschaft vorbereitet. Der Unterschied zur Beton- und Asphaltwüste von New York war wirklich krass, das kann ich dir sagen. Kurz darauf kamen wir bei Omas Haus an. Es war ein hübsches Häuschen, das ideal zwischen grünen Weiden zu liegen schien. Als ich auf das Haus zuging, wurde ich etwas nervös. Mir wurde bewusst, wie viel ich über diese Frau gehört hatte, sie aber nur auf Fotos gesehen hatte. Und jetzt würde ich sie endlich persönlich treffen. Allerdings unter den denkbar schlechtesten Umständen. Omas Pfleger, Ian, führte uns durch das Haus in das hintere Schlafzimmer. Wo Oma lag und las, für eine Frau, die kurz vor dem Tod stand, sah sie relativ gesund aus. Es war klar, dass das Einzige, was sie zermürbte, das Leben selbst war. Als sie meine Eltern sah, füllten sich ihre Augen mit Tränen. In diesem Moment brach mein Vater zusammen. Er schlurfte zum Bett, sank auf die Knie und klammerte sich an Oma, als ginge es um sein Leben. Ich könnte endlos über die Emotionen bei dieser ersten Begegnung mit meiner Urgroßmutter berichten. Ich fühlte mich ihr so verbunden und mir wurde klar, wie viel sie in seinem Leben für meinen Vater getan hatte. Schließlich weinte ich auch, ebenso wie meine Mutter. Wir unterhielten uns, was mir wie Stunden vorkam. Schließlich entschuldigte ich mich, um an die frische Luft zu gehen. Meine Eltern und Oma hatten nichts dagegen, da sie etwas Zeit für sich brauchten. Erst als ich dort draußen stand und die Sonne über die wunderschönen grünen Weiden rollte, begann ich die Ruhe auf dem Bauernhof wirklich zu schätzen. Klar, die Tiere waren etwas laut, aber im Vergleich zum ständigen Trubel der Stadt war es so friedlich. Angesichts der Umstände mag das vielleicht etwas geschmacklos klingen. Aber ich dachte mir, wenn ich sterben müsste, wäre dies der Ort, an dem ich es tun würde. Als ich so dastand und das Sonnenlicht und die Ruhe genoss, hörte ich eine Stimme, die mich ansprach. »Du bist der Enkel der alten Dame, oder?« Die Stimme hatte einen starken Akzent, noch stärker als die meiner Eltern, aber ich konnte trotzdem erkennen, dass es eine Frau war. Es war eine schöne Stimme. Ich drehte mich um und sah die wohl hübscheste junge Frau, die ich je gesehen hatte. Sie war offensichtlich reinblütige Irin. Sie hatte wunderschöne rote Haare, die in der Sonne hell glänzten. Ich nahm an, dass sie von einem der benachbarten Bauernhöfe stammen musste. Schließlich wurde mir klar, dass ich sie schon eine Weile angestarrt hatte, und ich stammelte, Ich bitte? Du bist der Enkel der alten Dame, nicht wahr? Oh, eigentlich bin ich ihr Urenkel. Oh mein Gott, sagte sie und kam auf mich zu. Endlich kommt die Familie zu Besuch. Es ist mir peinlich, das zu sagen, aber mein Herz schlug etwas schneller, als sie auf mich zukam. Ich war schon immer nervös in der Nähe von Frauen. Und angesichts ihrer Schönheit war ich so nervös wie noch nie zuvor in der Nähe des anderen Geschlechts. Ja, endlich. Ich bin zum ersten Mal in Irland. Wirklich? Aus welchem Anlass? Sie stellte die Frage wissend, als wäre die Antwort offensichtlich. Ich senkte den Kopf ein wenig. Sie liegt im Sterben. Das Gesicht des Mädchens wurde nicht traurig oder so. Ich bemerkte es damals nicht, aber es sah so aus, als hätte ich nur bestätigt, was sie vermutet hatte. »Das tut mir leid«, sagte sie. Ich zuckte mit den Schultern. So ist das Leben, schätze ich. Der letzte Teil davon. Sie lächelte. Mein Gott, was für ein Lächeln sie hatte. Ja, sagte sie, der Teil des Lebens, den wir alle erleben müssen. Ich weiß nicht, was es mit ihrer Art zu sagen war,
aber ich fühlte mich sofort mehr zu ihr hingezogen. Plötzlich fielen mir meine Manieren ein. Ich sagte ihr meinen Namen und reichte ihr die Hand. Sie kicherte leicht und schüttelte meine Hand, wobei sie mir ihren Namen nannte. »Nun, ich denke, wir sehen uns. Grüß deine Oma von mir.« Und damit ging sie so plötzlich, wie sie gekommen war. Ich sah ihr nach, wie ihre wohlgeformten Hüften hin und her schwangen, bevor ich schließlich ins Haus zurückging. An diesem Abend kochte Ian ein leckeres Abendessen für uns alle und wir verabschiedeten uns emotional von Oma. Ian zeigte uns unsere Zimmer und ich packte meinen Koffer aus und zog meine Schlafkleidung an. Mein Zimmer war klein, aber gemütlich. Das Bett war besonders bequem und warm. Nach dem langen Reisetag dauerte es nicht lange, bis ich einschlief. Als ich einschlief, dachte ich an das schöne Mädchen, das ich getroffen hatte. Ich dachte an ihr wallendes rotes Haar, ihre wohlgeformten Hüften und ihr umwerfendes Lächeln. Als junger Mann stellte ich mir kurz vor, wie wir uns leidenschaftlich umarmten, küssten und streichelten und uns fest massierten. Im Nachhinein fühle ich mich schuldig, dass ich solche Gedanken in Omas Haus hatte, während sie im Nebenzimmer im Sterben lag. Aber was soll ich sagen? Meine Fantasien über das Mädchen wurden unterbrochen, als ich ein Geräusch hörte. Es war fast nicht wahrnehmbar, aber ich war mir sicher, dass ich es gehört hatte. Ich schüttelte den Kopf und schloss die Augen, überzeugt davon, dass ich nur müde war. Dann hörte ich es wieder. Diesmal war es etwas lauter und ich konnte erkennen, was es war. Jemand weinte. Ich nahm an, dass meine Eltern im anderen Zimmer waren und um Oma weinten. Ich war traurig, dass meine Eltern so traurig waren, aber ich wusste, dass ich nichts dagegen tun konnte. Ich überlegte aufzustehen und zu meinen Eltern zu gehen, um sie zu trösten, aber ich wusste, dass sie in diesem Zustand allein sein wollten. Ich schloss wieder die Augen, als das Weinen verstummte. Es dauerte nicht lange, bis ich es wieder hörte. Diesmal war es noch lauter und unverkennbar. Jemand weinte nicht nur, jemand schluchzte. Mein Herz schlug schneller, als mir klar wurde, dass das Geräusch nicht aus dem Zimmer meiner Eltern kam. Es kam von außerhalb meines Zimmers, von meinem Fenster. Es wurde immer lauter und mein Herz schlug noch schneller, als ich mich an das Grundgesetz des Schalls erinnerte. Wenn etwas lauter wird, kommt es näher. Je lauter es wurde, desto intensiver wurde es. Was als leises Schluchzen begonnen hatte, ging in ein trauriges Stöhnen über. Ich schaute auf die Uhr neben meinem Bett. Es war Mitternacht. In diesem Moment hatte ich das instinktive Gefühl, dass ich nicht allein in meinem Zimmer war. Dieses Gefühl verstärkte sich, als das Geräusch wiederkam und ich merkte, dass es nur wenige Meter von mir entfernt war. Ich knipste die Lampe neben meinem Bett an und unterdrückte einen Schrei. Das Mädchen von vorhin stand da, am Fußende meines Bettes, ihr rotes Haar schien wieder zu leuchten, aber diesmal schien es ganz von selbst zu glänzen. Ich hielt mir die Hand vor den Mund, bereit, laut zu schreien. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte nicht einmal blinzeln. Wie war sie in mein Zimmer gekommen? Und warum stand sie einfach nur da und weinte und stöhnte? Ihr Stöhnen ging dann in ein qualvolles Heulen über. Obwohl sie direkt vor mir stand, hallte der Schrei weit entfernt wieder, als käme er von überall her. Und während ich mit weit aufgerissenen Augen und unfähig, mich von der Gestalt des Mädchens abzuwenden, zusah, begann sie sich zu verändern. Ihr rotes Haar wurde langsam länger und verblasste zu einem leichenblassen Weiß, während ihre Haut langsam gelblich und faltig wurde. Ihre Augen hatten einst eine wunderschöne haselnussbraune Farbe gehabt, aber jetzt waren sie grau und hatten ihren Glanz verloren. Es dauerte nicht lange, bis ihre Augen so weiß waren wie ihr Haar. Ihr Mund, der sich beim Stöhnen weit geöffnet hatte, öffnete sich plötzlich noch weiter und wurde unnatürlich groß. Ihr Wehklagen wurde immer lauter, bis es fast zu einem Schrei wurde. Instinktiv hielt ich mir die Ohren zu, während die schrillen Schreie der Frau weiter durch das Haus hallten. Während ihre schöne Gestalt zu einem grauenhaften Anblick verschwand, begann sie immer höher zu schweben. Sobald sie fast die Decke erreicht hatte, verschwand sie. Das schreckliche Heulen verstummte schließlich. Da fing ich endlich an zu schreien. Meine Tür flog auf und meine Eltern stürmten herein. Sie fragten mich, ob ich okay sei, aber ich war untröstlich.
Eine gute Stunde lang war es, als wäre ich wieder 5 Jahre alt, und meine Eltern versuchten mich nach einem Albtraum zu beruhigen. Wir gingen alle ins Wohnzimmer und meine Mutter ging zum Kühlschrank, um mir etwas zu trinken zu holen. Ich hätte es mir selbst geholt, aber ich zitterte so stark, dass ich mich kaum bewegen konnte. Meine Eltern fragten mich immer wieder, was passiert sei, aber ich brachte kein Wort heraus. In meinem Kopf schwirrten so viele Fragen herum. Was hatte ich gerade erlebt? Wer war dieses Mädchen oder diese Frau oder was auch immer sie war? Und warum hatten meine Eltern, Ian oder Oma nicht gehört, was ich gehört hatte? In diesem Moment kam Ian um die Ecke ins Wohnzimmer. Sein Gesicht war tränenüberströmt, als er uns sagte, dass Oma gestorben war. Sie war nur eine Stunde zuvor verstorben. Mein Zittern ging in Schluchzen über, als meine Mutter und mein Vater sich ineinander verschlungenen und noch heftiger weinten als ich. Obwohl ich sie erst an diesem Tag persönlich kennengelernt hatte, fühlte ich mich, als hätte ich jemanden verloren, der mir so nah stand wie meine eigenen Eltern. Keine Woche später fand die Beerdigung von Oma statt. Fast alle Leute aus der Gemeinde kamen, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Ich muss wohl nicht extra erwähnen, dass das Mädchen, das ich für ein Mädchen von einem Nachbarhof gehalten hatte, nirgends zu sehen war. Kurz nach der Beerdigung verabschiedeten wir uns von Ian und Erland und flogen zurück nach New York. Es stimmt, dass man nach einer Reise seine Heimat mit anderen Augen sieht. Nach dem, was ich erlebt hatte, begann ich alles mit neuen Augen zu sehen. Zuerst versuchte ich mir einzureden, dass alles nur ein Traum gewesen war. Aber schließlich musste ich mich der Wahrheit stellen. Was ich gesehen hatte, war sehr real gewesen. Ich würde es meinen Eltern niemals erzählen, aber ich würde es immer wissen. Ich blieb mit Ian in Kontakt. Ich war etwas überrascht, dass er offen für E-Mails war. Ich fragte ihn, wie es ihm ging, wie es war, allein auf der Farm zu leben, wie er mit dem Tod seiner Oma zurechtkam. Selbst wenn ich nur die Worte in einer E-Mail las, konnte ich spüren, wie emotional er immer noch war. Es dauerte ein paar Wochen, bis das Wort Banshee in unserem Gespräch auftauchte. Es ist seltsam. Ich vertraute meinen Eltern nicht die Wahrheit an, aber Ian vertraute ich sie an. Ich erzählte ihm alles. Ich erzählte ihm von dem hübschen Mädchen, das ich gesehen hatte, wie ich diesen schrecklichen Laut gehört hatte, wie das Mädchen in meinem Zimmer erschienen war, wie sie sich verändert hatte und wie sie verschwunden war. Ich erzählte ihm, was ich dachte, was sie gewesen sein könnte. Ich erwartete, dass er skeptisch reagieren würde, vielleicht sogar mit einem Witz, aber stattdessen schickte er mir einen ganz einfachen Satz zurück. Die Welt mag sich verändern, Junge, aber die Legenden unserer Vergangenheit leben weiter. Ich war erleichtert. Ich war nicht verrückt. Ich hatte keine Halluzinationen gehabt. Es war real. Ian glaubte mir. Ich schickte ihm eine einfache Antwort. Danke. Ian und ich hatten noch viele andere Gespräche vor seinem Tod, aber wir sprachen nie wieder darüber. Das mussten wir nicht. Wir wussten beide, was dieses Mädchen gewesen war, und wir wussten beide, was nachts in den Hügeln der irischen Landschaft umherstreifte. Mein Lieblingstier auf der Farm meines Verlobten war Sausage. Sie war ein riesiges Schwein, das vielleicht einschüchternd gewesen wäre, wenn sie nicht so verschmust gewesen wäre. Sausage benahm sich wie ein Hund, wenn ich in ihre Nähe kam, wollte immer hinter den Ohren gekrault werden und grunzte und schnaubte, wenn ich ihr nicht genug Aufmerksamkeit schenkte. Tatsächlich war sie es, die mich für das Leben auf dem Bauernhof begeistert hat. Es war beängstigend für mich, mit Anthony und seinen Schafen, Ziegen, Hühnern, Truthähnen, Schweinen, Eseln und Katzen zusammenzuziehen. Zuvor hatte ich insgesamt 2 Fische und eine Einsiedlerkrebs gehabt. Aber ich war in ihn verliebt. Und er war in mich verliebt, trotz all meiner Ängste, Macken und Schwächen. Ich wagte den Sprung ins Ungewisse und zog ein paar Monate vor der Hochzeit auf seine 40 Hektar große Ranch im Mittleren Westen. Sein Vater hatte ihn hier großgezogen, war aber ein Jahr vor unserer Begegnung verstorben. Nach nur wenigen Tagen hörte ich auf, ihn damit zu nerven, das Grundstück zu verkaufen und näher an eine Stadt zu ziehen. Nur ein paar Tage. So lange brauchte die süße Sausage, um mir beizubringen, dass Nutztiere keine Haustiere sind, sondern dich verurteilen, wie ich Tony ursprünglich gesagt hatte. Sie war schlau und liebevoll. Sie war meine Freundin.
Es dauerte nicht lange, bis ich ähnliche Gefühle für den Rest meiner neuen Familie entwickelte. Sausage war schwanger, als ich einzog, und sie sollte nur eine Woche nach unserer Hochzeitsreise gebären. Obwohl ich die ganze Zeit kurz vor einer Panikattacke stand, war ich von Anfang bis Ende dabei und half bei der Geburt aller 4 Ferkel. Sie schienen gesund zu sein, und ich war unglaublich stolz auf mich. Am nächsten Tag brachte er die beiden kleinen Jungs von gegenüber vorbei, wie es Tradition war, um den Neulingen Namen zu geben. Der Kleinste wurde, nicht besonders kreativ, Pee-wee getauft. Ein paar Tage lang lief alles gut. Die neuen Ferkel brauchten viel Pflege, waren aber super süß. Außerdem war ich zuversichtlich, dass Sausage mit ihrer fürsorglichen Art und Tonys Fachwissen alles ausgleichen würden, was ich vermasselte. Die Ferkel waren erst ein paar Tage alt, als alles passierte. Nachdem wir die Arbeit für den Tag erledigt hatten, schliefen Tony und ich ein, wie ein glückliches, frisch verheiratetes Paar. Ich war noch nicht lange weg, als ein ohrenbetäubendes Quieken meinen Schlaf unterbrach. Ich zuckte erschrocken von Tony weg und riss meinen Kopf zum Fenster. Ich kann das Gefühl, das bei diesem Geräusch in meiner Brust aufstieg, nicht beschreiben. Es war schrill, verzweifelt, entsetzt. Wir rannten die Treppe hinunter und über das Feld zum Schweinestall. Als wir die Eingangstür erreichten, verstummte das Quieken wie eine Stereoanlage, die ausgesteckt wird. Im Schein des Mondlichts konnte ich nicht erkennen, was vor sich ging, bis wir nur noch wenige Schritte vom Stall entfernt waren. Gott, ich muss weinen, wenn ich daran denke. Armer Pee-wee. Sein kleiner Körper war völlig zerstört. Er sah aus, als wäre er wiederholt gegen eine Wand geschlagen worden. Seine Beine waren ausgerenkt, sein Körper war voller Blutergüsse. Seine winzige Nase zuckte, als wäre es der erste Schritt, um sich wieder bewegen zu können. Aber er würde sich nie wieder bewegen. Seine glasigen kleinen Augen rollten zu uns, als wir durch das Tor stürmten. Und da stand Sausage, ruhig wie immer, über ihrem Neugeborenen. Mechanisch, fast sanft, packte sie Pee-wee am Nacken und riss seinen Kopf zurück. »Nein, Sausage, nein!« schrie ich. Ich wollte mich auf sie stürzen, aber Tony packte mich am Arm. Ich stieß einen hysterischen Schrei aus, als das Schwein mit Pee-wee im Maul seinen Rüssel auf den Boden schlug. Das darauf folgende knirschende Geräusch hätte mich fast in die Knie gezwungen. Tony flüsterte, »Es ist vorbei, Wanda. Er ist tot.« Er hatte recht. Pee-wee war wahrscheinlich in dem Moment tot, als er auf den Boden aufschlug. Ich wusste nicht, wie oft Sausage ihn schon so auf den Boden geschleudert hatte, bevor wir ankamen. Aber ich verstand, warum Tony mich zurückgehalten hatte. Hätte ich sie in diesem Moment aufgehalten, wären wir für einen Gnadentod verantwortlich gewesen. Das Humanste war, der Natur ihren Lauf zu lassen. Aber was zum Teufel war daran? Natürlich. Tony hatte Tränen in den Augen, als er die 3 verbliebenen Ferkel aufhob, die sich in einer Ecke kauerten. Währenddessen stupste Sausage den Körper ihres Kümmerlings an und schlenderte, nachdem sie sich davon überzeugt hatte, dass er wirklich tot war, zum Futtertrog. Ich sah zu, wie Tony die Ferkel in den nächsten Stall brachte, sodass sie durch einen Zaun von ihrer Mutter getrennt waren. Er sagte mir, ich solle drinnen warten, während er Pee-wee begrub. Als er wieder nach oben kam, hatte ich mich völlig ausgeweint. Er sah erschöpfter aus als je zuvor, schweißgebadet und mit Schmutz verschmiert. Tony setzte sich mir gegenüber auf das Bett. Lange Zeit sagte er kein Wort. Schließlich hob er seinen braunen Blick zu mir und sagte, »Juanita, es gibt etwas, das ich dir noch nicht erzählt habe.« Ich konnte an einer Hand abzählen, wie oft er mich mit meinem vollen Namen angesprochen hatte. Ein Schauer lief mir über den Rücken. »Was?« flüsterte ich. »Was heute Nacht passiert ist, ist nichts Neues. Alle Tiere auf der Farm töten ihre Neugeborenen, eines nach dem anderen, wenn sie nicht sofort getrennt werden. Ich weiß nicht warum. Ich meine, ehrlich, ich habe noch nie eine Erklärung für dieses Verhalten gefunden. Weder wissenschaftlich noch sonst wie. Es ist einfach so. Das war schon immer so auf dieser Farm.« Er wandte den Blick ab. Ich rückte näher an ihn heran. »Wie ist das möglich?« »Ich weiß es nicht. Es tut mir leid, das ist keine zufriedenstellende Antwort, aber es ist alles, was ich dir sagen kann.« »Aber sogar Saucy?« fragte ich und benutzte den Spitznamen, den ich meinem Lieblingshaustier gegeben hatte. »Alle, Wanda. Alle.« Er seufzte.
Und ich weiß, dass du dich fragst, warum ich die Babys nicht sofort getrennt habe. Und das ist einfach, weil ich egoistisch war. Ich sah, wie er seine Faust ballte und wieder öffnete. Ich wollte dir das nie erzählen müssen. Und ich glaube, ich habe einfach gehofft, dass es nur in meinem Kopf war. Weißt du, jetzt wo Dad weg ist und du und ich unser gemeinsames Leben beginnen, dachte ich einfach, anstatt sie zu trennen, wie es meine Familie seit Jahren getan hat, sollte ich abwarten, was passiert. Vielleicht gab es den Fluch gar nicht und ich hätte nie dieses schreckliche Gespräch mit dir führen müssen. Aber sieh dir an, wo uns das gebracht hat. Eine Träne fiel auf das Bett. In den nächsten Tagen sah Tony mir nicht in die Augen. Man hätte meinen können, er sei es gewesen, der Pee-wee in dieser Nacht gequält hatte. So sehr schämte er sich. Zu sehen, wie tief ihn dieser Vorfall getroffen hatte, ließ mich ihn nur noch mehr lieben. Das habe ich ihm seit diesem Tag immer wieder gesagt. Er hat mir nie geglaubt. Und das war der erste Kindermord, den ich auf Anthonys Familienfarm miterlebt habe. Seitdem sind 4 Jahre vergangen und mehrere Tiere sind gestorben. Wir haben versucht, die Tiere getrennt zu halten, aber natürlich mussten sie sich fortpflanzen, um die Farm am Leben zu erhalten. Manchmal passierte es jedoch, dass wir von der Geburt gar nichts mitbekamen. Ich möchte hier keine lange Liste aufstellen, denn es ist natürlich nicht angenehm für mich, diese Dinge noch einmal zu durchleben. Aber eine weitere Begebenheit, von der ich immer wieder Albträume habe, ist die mit Snoozers. Snoozers war eine Scheunenkatze, die sich an beliebigen Orten auf der Farm zusammengerollt zum Schlafen niederließ. Manchmal sahen wir sie tagelang nicht. Tony und ich hatten darüber gesprochen, dass sie langsam so dick wurde, dass wir vermuteten, sie sei schwanger. Und wir versuchten, sie im Auge zu behalten. Aber ihr wisst ja, wie Katzen sind. Sie kam und ging, wie es ihr gefiel. Als wir sie fast 2 Wochen lang nicht sahen, machten wir uns wirklich Sorgen. Da war ich mir sicher, dass sie geworfen hatte. Und ich fürchtete um das Leben der hilflosen kleinen Kätzchen. Aber was konnten wir tun? Ich machte weiter mit meinen Aufgaben auf der Farm, da ich nach Anthonys Beförderung mehr Verantwortung übernommen hatte. Er war Qualitätssicherungsspezialist beim US-Landwirtschaftsministerium und musste in seiner neuen Position gelegentlich zu Schulungen reisen. Gegen Mittag kam ich dazu, das Futter und Wasser zu wechseln. Als ich zum Ziegengehege ging, sah ich Snoozers auf einem Heuhaufen liegen. »Snoozers«, rief ich, gleichzeitig begeistert und verängstigt. Sie war deutlich dünner, aber ich sah die Kätzchen nicht. Seltsamerweise beruhigte mich das sehr. Es hätte mich wahnsinnig unter Druck gesetzt, sie zu retten, und ich hätte jede Sekunde, bis Tony nach Hause kam, damit verbracht, das Gefühl zu haben, sie mit meinem Leben beschützen zu müssen. Ich war einfach nicht in der Lage, so etwas alleine zu bewältigen. Ehrlich gesagt war es mir lieber so zu tun, als wäre sie nie schwanger gewesen. Ich schlich mich in den Pferch und kniete mich hin, um Snoozers zu streicheln. Der orangefarbene Fellknäuel streckte sich und blinzelte mich glücklich an, als ich sie streichelte. Auf Drängen der Ziegen stand ich auf und ging, um ihnen frisches Wasser zu geben. Das Wasser stand in einem großen, schwarzen 40-Liter-Eimer in der Ecke des Stalls. Wir wechselten es alle paar Tage. Wie du dir vorstellen kannst, war das Wasser am 3. Tag trüb von Heu, Dreck, Futter und allem anderen, was die Ziegen beim Trinken mit dem Maul mitgenommen hatten. So klein wie ich bin, hatte ich Mühe, den Eimer hochzuheben und über den Zaun zu schütten. Ich hörte, wie das Wasser auf den Boden spritzte, gefolgt von 5 oder 6 deutlichen Plopp-Geräuschen. Ich war so geschockt, dass ich den Eimer fallen ließ. Vor mir auf dem Boden lagen die verschrumpelten, klatschnassen Körper von Snoozers Kätzchen. Sie waren so klein, dass ihre Augen noch nicht einmal geöffnet waren. Zitternd kniete ich mich hin und starrte mit tränenreichen Augen auf die Leichen. Das Beängstigendste war, dass sie keine Verletzungen hatten. Sie hatten nicht einmal das Bewusstsein oder die Kraft, um ihr Leben zu kämpfen. Ich konnte mir nur vorstellen, wie Snoozer ihre Kätzchen eins nach dem anderen in den Mund nahm und sie systematisch unter Wasser hielt, bis sie sich nicht mehr bewegten. Das Futter und Wasser wurden bis zum Abend nicht gewechselt. Ich verbrachte den ganzen Tag im Bett und versuchte, Tony anzurufen. Er würde morgen Nachmittag nach Hause kommen. Bis dahin, schlug er vor, sollte ich ein Handtuch über die Kätzchen legen, dann würde er sich um sie kümmern, wenn er zurückkäme. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich jetzt schreibe.
weil ich um das Leben eines anderen Tieres fürchte. Aber verdammt nochmal, es ist viel schlimmer als das. Natürlich hatten Anthony und ich, kurz nachdem wir erfahren hatten, dass ich schwanger war, eine Diskussion darüber. Was ist, wenn es mir passiert? Hatte ich ihn gefragt. Was ist, wenn ich versuche, das Baby zu töten? Wanda, Schatz, sagte er und strich mir mit der Hand durch die Haare. Ich verspreche dir, das wird nicht passieren. Ich bin auf dieser Farm aufgewachsen, weißt du noch? Unser Baby wird glücklich und gesund sein. Ich hasse mich dafür, dass ich zu ängstlich war, ihn darauf hinzuweisen, dass er nur von seinem Vater aufgezogen wurde. Seine Mutter, so heißt es, starb bei der Geburt. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, frage ich mich, ob ihm das nur gesagt wurde, damit er keine Fragen stellt. Heute Abend bin ich allein zu Hause. Ich habe vor 1,5 Wochen entbunden und war seitdem noch nie allein. Anthony, meine Eltern, unsere Familien und unsere Nachbarn haben mich unglaublich unterstützt. Und bei all der Aufmerksamkeit und Gesellschaft war es leicht, die Gedanken zu ignorieren, die mir Angst machen. Gedanken daran, mein Kind zu töten. Zuerst habe ich versucht, mir einzureden, dass es psychosomatisch sei, dass ich mich selbst verflucht hätte, weil ich überhaupt an diesen Fluch geglaubt habe. Seit JJ geboren wurde, liege ich jede Nacht wach und lese auf meinem Handy über postpartale Depressionen. Ich wollte unbedingt etwas finden, irgendetwas, das diese Gefühle bestätigte. Und natürlich kann man sich im Internet, wenn man lange genug sucht, von allem überzeugen. Aber jedes Mal, wenn ich das Handy weglegte und auf den kleinen Klumpen in der Wiege neben mir schaute, konnte ich nur daran denken, wie sehr ich ihn töten wollte. Ich verstehe nicht mal warum. Und das ist es, was mich innerlich auffrisst. Ich kann nicht mal versuchen, mich selbst davon zu überzeugen. Ich habe meinem Mann kein Wort davon gesagt. Wenn er auch nur einen Moment lang denken würde, dass er unser Kind in Gefahr bringt, wenn er JJ mit mir allein lässt, würde er mir vielleicht das antun, was sein Vater seiner Mutter angetan hat. Davon bin ich überzeugt. Außerdem liebe ich dieses Kind. Was mich wirklich wahnsinnig macht, ist die echte mütterliche Bindung, die ich zu JJ habe. Ich liebe ihn so sehr, dass ich es nicht in Worte fassen kann. Aber ich weiß nicht, wie lange ich noch gegen diesen Impuls ankämpfen kann. Selbst der Schlaf verschafft mir keine Erholung von dieser Hölle. Die Albträume werden immer schlimmer. In der Nacht, bevor Tony ging, träumte ich, dass das Baby und ich uns vor einem Mörder versteckten. Ich drückte ihn an meine Brust und rannte durch ein dunkles Maisfeld, hielt nur inne, um zu Atem zu kommen und das verräterische Rascheln des Mörders zu hören. Schließlich fand ich den Weg aus dem Feld. Ein kleines Bauernhaus war in Sicht. Ich rannte so schnell ich konnte in Sicherheit und schloss die Tür ab. Ich saß mit JJ in meinen Armen auf dem Sofa, bis ich mich beruhigt hatte. Dann legte ich ihn auf den Tisch, vor mir, zog ihm die Kleidung aus und begann, ihm die Haut abzuziehen. Er gab keinen Ton von sich, starrte mich nur mit allwissenden Augen an. Wenn ich ein Stück Haut abriss, legte ich es ordentlich auf einen Stapel neben ihn. Stück für Stück legte ich seine Organe frei, bis nur noch die Haut zwischen seinen Augäpfeln übrig war. Wir starrten uns an, bis seine Augäpfel in seinen Kopf zurückrollten. Dann wachte ich auf. Ich rannte ins Badezimmer und übergab mich, bevor Tony mich fragen konnte, was los war. Ich rief durch die Tür, dass ich eine Lebensmittelvergiftung oder so etwas hätte und duschte 1,5 Stunden lang, bis mein Herzschlag sich wieder normalisierte. Es ist Nacht. Nachdem ich zu Abend gegessen hatte, legte ich JJ ins Bett und ging Fernsehen, um mich abzulenken. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich wegdämmerte, aber nicht ganz einschlafen konnte. Und gerade eben, vor 20 Minuten, bin ich aufgewacht. Zu mir gekommen. Ich habe plötzlich gemerkt, dass ich mit einem Küchenmesser in der Hand auf der Treppe stand. Ich habe geschrien, das Messer weggeworfen und bin zusammengebrochen, hysterisch weinend. Ich habe keine Kontrolle mehr über mich. Gott, wer bin ich? Ich kann JJ weinen hören. Er weint schon eine Weile, weil er Hunger hat. Ich habe ihn seit heute früh nicht mehr gefüttert, weil ich Angst habe, dass ich ihn ersticken würde, bevor ich mich zurückhalten könnte. Selbst wenn ich Tony oder meine Mutter oder einen Nachbarn oder die Polizei rufen würde. Ich weiß, dass ich JJ töten würde.
bevor jemand kommen könnte, sobald ich den Hörer auflege. Diese Wahrheiten, diese Gedanken aufzuschreiben, ist das Einzige, was mich davon abgehalten hat, meinem Kind das Leben zu nehmen. Ich zittere jetzt so sehr. Ich weiß, dass ich nicht mehr viel Zeit habe, bevor ich es nicht mehr aushalte. Und seit dem Moment, als mir der erste mörderische Gedanke in den Kopf kam, habe ich alle meine geistigen Kräfte eingesetzt, um herauszufinden, wie ich das verhindern kann. Und ich habe es geschafft. Heute Nacht habe ich herausgefunden, wie ich JJs Leben retten kann. Ich kann nicht riskieren, dass ich wieder so einen Blackout habe wie gerade auf der Treppe. All das aufzuschreiben war nur eine glorifizierte Form der Prokrastination. Anthony, ich liebe dich. JJ, ich liebe dich. Bitte vergesst das niemals. Und ich hoffe, ihr könnt beide weitermachen und ein langes, glückliches Leben führen. Ich habe nur noch eine letzte Bitte, bevor ich mir heute Nacht das Leben nehme. Brennt diese verdammte Farm nieder? Als ich klein war, sind wir jeden Sommer zu unseren Verwandten in den Nordwesten Irlands gefahren, in eine ländliche Gegend, wo nicht viele Leute wohnen. Wir sind von zu Hause in England losgefahren, durch Schottland gekreuzt und dann mit der Fähre über die Irische See gefahren. Nach weiteren 3 Stunden Fahrt durch die letzte Grenze des Vereinigten Königreichs wussten meine beiden älteren Brüder und ich, dass wir bald bei der Farm unserer Verwandten waren, weil die Landstraßen plötzlich total holprig wurden. Der Nordwesten Irlands ist ein atemberaubender Teil des Landes. Die Atlantikküste ist wild und zerklüftet, mit grünen Hügeln und nebligen Bergen. Die Dörfer sind sehr traditionell und von zahlreichen Bauernhöfen, Kuh- und Schafweiden umgeben. Meine Familie und ich wohnten immer im Bauernhaus meiner Großmutter, das mit seiner leuchtend roten Farbe schon von weitem zu sehen war. Diese Verwandten sind mütterlicherseits, und obwohl der Nordwesten und eigentlich auch der Rest von Irland sehr dünn besiedelt ist, ist die Familie meiner Mutter extrem groß. Sie hat ein Dutzend Geschwister, was mich immer total beeindruckt hat. Und außerdem habe ich so viele Cousins und Cousinen, dass ich noch nicht alle kennengelernt habe. Ich habe diese Sommerferien auf dem Bauernhof immer genossen, wo ich jeden Tag auf dem Gelände herumgetobt und die verschiedenen Tiere gefüttert habe. Normalerweise habe ich mit meinen beiden älteren Brüdern auf dem Hof gespielt. Aber als ich 12 war, waren sie schon zu alt für mich und sind lieber zu einem unserer Cousins in der Nachbarschaft gegangen, um mit dem Dirtbike zu fahren oder Videospiele zu spielen. So war ich meistens allein auf dem Hof. Zum Glück hatte ich eine Cousine, Grene, die in der Nähe wohnte und ungefähr in meinem Alter war. Grene war ein Wildfang und so mochten wir mehr oder weniger die gleichen Sachen. Ich fand es hier einfach toll, genauso wie meine Brüder und mein Vater. Wir liebten den Nordwesten Irlands so sehr, dass wir sogar darüber sprachen, hierher zu ziehen. Aber aus irgendeinem seltsamen Grund war meine Mutter, obwohl sie ihre Familie immer vermisste, strikt gegen jeden Umzug. Wenn wir sie fragten, warum, hatte sie immer eine andere Antwort. Es gäbe nicht genug Jobs, es sei zu abgelegen und so weiter. Aber leider für meine Mutter wurden Familienentscheidungen bei uns immer mit Stimmenmehrheit getroffen. Und wenn 4 von 5 von uns in den Nordwesten Irlands ziehen wollten, dann wurde das auch so gemacht. An einem dieser Sommerabende auf dem Bauernhof, als ich weder mit meinen Brüdern noch mit Gren spielen konnte, fragte mich mein Onkel Dave, der den Familienbetrieb leitete, ob ich mit ihm kommen wolle, um auf einem der benachbarten Höfe ein Kälbchen zur Welt kommen zu sehen. Da ich noch nie ein neugeborenes Kälbchen gesehen hatte, sagte ich begeistert zu. Nach einer 10-minütigen Fahrt über holprige Landstraßen hielten wir vor einem ziemlich großen Kuhfeld, wo 3 andere Bauern auf meinen Onkel Dave warteten. Da ich wusste, wie groß meine irische Familie war, nahm ich an, dass ich wahrscheinlich auch mit diesen Männern verwandt war. Als wir aus dem Auto steigen, starren mich die 3 Bauern sofort an und wirken sowohl schockiert als auch wütend. Einer der Bauern geht auf meinen Onkel Dave zu und schreit ihn an. »Was zum Teufel macht der hier?« Etwas überrascht von der Feindseligkeit höre ich meinen Onkel Dave antworten. »Er muss es wissen. Du weißt genauso gut wie ich, dass die nicht hierher ziehen können.« Ich fühlte mich durch diese Konfrontation ziemlich unwohl und war nun etwas verwirrt. Was musste ich wissen? Und noch wichtiger, warum konnten wir nicht hierher ziehen? Bevor ich mich an Onkel Dave wenden konnte, um ihn zu fragen,
hörten die 4 Männer schnell auf zu streiten und gingen durch das Feldtor. Ich folgte den Männern auf die Kuhweide. Es war mittlerweile dunkel geworden, und um meine guten Turnschuhe nicht mit Kuhfladen zu beschmutzen, ging ich sehr vorsichtig und langsam, so langsam, dass ich von der Gruppe meines Onkels getrennt wurde. Ich versuchte den Stimmen durch die Dunkelheit und das dichte Gras zu folgen, blieb aber plötzlich stehen, denn vor mir stand eine sehr große Kuh, die mich mit starrem Blick anstarrte, so groß, dass ich sie zuerst für einen Stier hielt. Mein Onkel Dave hatte mich schon gewarnt, nicht auf Kuhweiden zu spielen, weil Kühe mit ihren Kälbern angreifen können. Als ich diese riesige Kuh sah, die mich unverwandt anstarrte, hatte ich wirklich ziemliche Angst, denn ich wusste bereits, wie unglaublich schnell Kühe sein können. Und mir war klar, dass ich kaum eine Chance hätte, ihr zu entkommen, wenn sie mich angreifen würde. Zum Glück blieb die Kuh genau dort stehen, bevor sie das Interesse an mir verlor und weiterging. Ich weiß, es klingt lächerlich, von meiner furchterregenden Begegnung mit einer Kuh zu erzählen, aber ich war schließlich ein Stadtjunge. Obwohl ich regelmäßig die Kühe auf dem Bauernhof meiner Familie fütterte, waren mir diese Tiere auch nach all den Jahren noch etwas fremd. Ich schüttelte meine Begegnung ab und machte mich weiter auf die Suche nach meinem Onkel Dave. Schließlich fand ich sie am anderen Ende des Feldes. Als ich mich der Gruppe meines Onkels näherte, sah ich, dass sie nicht allein waren. Neben ihnen standen 3 weitere Männer und eine Frau, alle in Bauernkleidung. Überraschenderweise war auch meine Cousine Gren dabei. Ich ging zu Gren hinüber, um sie zu begrüßen, aber sie schien mich gar nicht zu bemerken. Sie war zu sehr damit beschäftigt, hinter die Gruppe von Bauern zu starren. Neugierig, was Gren da sah, ging ich herum, um besser sehen zu können. Und was ich sah, war eine weitere Kuh, eine ganz normale rote Kuh, die im Gras lag. Ich holte mein Handy heraus, um die Taschenlampe einzuschalten, und mir wurde schnell klar, dass dies die Kuh sein musste, die gerade kalbte. Ihr Bauch war geschwollen und auf dem Gras um sie herum waren Blutflecken zu sehen. Aber dann sah ich noch etwas anderes. Auf der anderen Seite dieser roten Kuh, eingebettet im Gras unter den Büschen, lag das Kalb. Und leider war es totgeboren. Aber was mich sehr beunruhigte, war nicht, dass dieses Kalb tot war. Was mich beunruhigte, war sein Aussehen. Obwohl der Kopf des Kalbs mit rotem, schleimigem Fell bedeckt war, war der Rest seines Körpers nicht. Der Rest seines Körpers hatte überhaupt kein Fell, nur Haut. Und was mir eine Gänsehaut über den ganzen Körper jagte, war, dass der Körper dieses Kalbs, sein zerbrechlicher, kindlicher Körper, zu einem Menschen gehörte. Es lag in einer fötalen Position zusammengerollt. Sein Kopf war tatsächlich der eines Kalbs. Aber was ich als 2 Vorder- und Hinterbeine hätte sehen müssen, waren stattdessen 2 menschliche Arme und Beine, nicht länger oder kürzer als meine eigenen. Voller Angst und gleichzeitig ungläubig ließ ich das Kalb, oder was auch immer es war, zurück und ging zu Gren zurück. Dabei drehte ich mich immer wieder um mit meiner Taschenlampe auf das Kalb zu leuchten, als wollte ich sehen, ob es noch genauso aussah. Bevor ich es zurück zur Gruppe der Erwachsenen schaffe, hält Gräne mich auf. Mit besorgtem Gesichtsausdruck starrt sie mich schweigend an, bevor sie sagt: »Du solltest nicht hier sein. Das sollte ein Geheimnis bleiben.« Ich erzähle ihr, dass Onkel Dave mich mitgebracht hat und frage dann, was zum Teufel das für ein Ding war. »Das darf ich dir nicht sagen«, antwortet sie. »Das sollte ein Geheimnis bleiben.« 20 oder 30 Minuten später stehen wir alle da, als würden wir auf etwas warten. Dann kommen die Scheinwerfer eines Fahrzeugs auf das Feld und ein Mann steigt aus und kommt auf uns zu. Dieser Mann ist kein Bauer, er ist eine Art Tierarzt. Onkel Dave und die anderen bringen ihn zu der Mutter des Kalbs, und während er sich um sie kümmert, müssen Gren und ich in einem der Traktoren der Männer warten. Wir saßen im Traktor, was mir wie Stunden vorkam. Obwohl es Sommer war, war die Nacht sehr kalt und ich trug nur ein Fußballtrikot und Shorts. Ich versuchte, Gren mehr Informationen darüber zu entlocken, was los war, aber sie wollte nicht darüber reden oder durfte zumindest nicht darüber reden. Zum Glück gewann meine Entschlossenheit, eine Antwort zu bekommen, die Oberhand, denn nach mehr als einer Stunde, in der nur die kalte Nachtluft und unangenehme Stille uns begleiteten, gab Gren endlich nach. Das passiert alle paar Jahre, auf allen Bauernhöfen hier.
aber wir dürfen nicht darüber reden. Das bringt Unglück. Da fiel mir etwas ein. Als mein Vater sagte, dass er hierher ziehen wollte, war meine Mutter strikt dagegen. Sie sah sogar ängstlich aus, als sie nur daran dachte. Fast zu ängstlich, um die Antwort zu hören, fasste ich meinen Mut zusammen und fragte Gren: Weiß meine Mutter davon? Gren saß steif auf dem Fahrersitz und drehte ihren Kopf zu mir. Natürlich weiß sie davon, verriet Gräne. Jeder hier weiß davon. Jetzt ergab alles einen Sinn. Kein Wunder, dass meine Mutter nicht hierher ziehen wollte. Sie schien sich nie darauf zu freuen, wenn wir einen Besuch planten, was mir seltsam vorkam, da meine Mutter ihre Familie doch so sehr liebte. Dann fiel mir noch etwas ein. Vor ein paar Jahren wachte ich mitten in der Nacht in der Farm auf und hörte die Kühe auf dem Hof brüllen. Das Brüllen war so schlimm, dass ich in dieser Nacht nicht mehr einschlafen konnte. Am nächsten Morgen, als ich schnell frühstückte, um auf dem Hof spielen zu gehen, sagte Onkel Dave mir und meinen Brüdern streng, wir sollten uns vom Kuhstall fernhalten. Er gab uns nicht einmal eine Erklärung. Später am Abend, nach gut 3 Stunden, kamen mein Onkel Dave und die anderen zum Traktor. Der Tierarzt schüttelte Onkel Dave die Hand, stieg in sein Fahrzeug und fuhr vom Feld weg. Da bemerkte ich, dass 2 der anderen Bauern eine schwarze Tasche oder so etwas trugen, wobei jeder ein Ende hielt. Ich konnte sehen, dass etwas Schweres darin war, und mein erster Gedanke war, dass sie das tote Kalb, oder was auch immer es war, wegbrachten. Als alle weg waren, kam Onkel Dave zum Traktor und sagte, wir würden zurück zum Bauernhof fahren und Gren unterwegs nach Gasse de Tres nach Hause bringen. Nachdem wir Gren nach Hause gebracht haben, fahren wir die Landstraße zurück, wobei Onkel Dave und ich beide völlig still sind. Onkel Dave fährt und starrt nur auf die Straße vor uns, und ich starre ihn schweigend an. Als wir wieder bei der Farm ankommen, ist es 2 Uhr morgens und auf der Farm ist es totenstill. Vor der Farm hält Onkel Dave an und stellt den Motor ab. Ohne ein Wort zu sagen, sitzen wir beide still da. Ich fühlte mich zu unbehaglich, um ihn zu fragen, was ich gerade gesehen hatte, aber ich wusste, dass er darauf wartete, dass ich es tat. Immer noch ohne ein Wort zu sagen, dreht sich Onkel Dave vom Fahrersitz zu mir um und erzählt mir alles, was Gräne mir nicht sagen wollte. »Verstehst du jetzt, warum du nicht hierher ziehen kannst?« sagt er. »Mit diesem Ort stimmt etwas nicht, mein Sohn. Dieser Ort ist verflucht. Deine Mutter weiß das. Sie weiß es, seit sie ein Kind war. Deshalb will sie nicht, dass du hier lebst.« »Warum passiert das?« frage ich ihn. »Das passiert schon seit Generationen, mein Junge. Seit Hunderten von Jahren bringen die Tiere in dieser Gegend solche Wesen zur Welt.« Die Art, wie Onkel Dave mir das alles erklärte, klang fast wie ein Geständnis, als hätte er sein ganzes Leben lang darauf gewartet, mir die Wahrheit zu sagen. Es sind nicht nur die Kühe, es sind auch die Schweine, die Schafe, die Pferde und sogar die Hunde. Die Hunde? Es ist immer dasselbe. Sie haben einen normalen Kopf, aber der Körper ist immer anders. Erst jetzt, nach einer langen und schrecklichen Nacht, wurde ich plötzlich emotional. Und ich war total erschöpft. Mein Onkel Dave erkannte, dass das alles zu viel für einen kleinen Jungen war und versuchte mich zu beruhigen. »Mach dir keine Sorgen, mein Junge. Die leben nie.« Obwohl ich alle Antworten haben wollte, hatte ich jetzt das Gefühl, viel zu wissen. Aber eine Sache wollte ich noch wissen. Was machen Sie mit den Leichen? Mach dir keine Gedanken darüber, mein Junge. Sag deiner Mama einfach, dass du es weißt. Aber erzähl es nicht deinen Brüdern oder deinem Papa. Sie wollte nie, dass sie es erfahren. Am nächsten Morgen, während ich immer wieder über alles nachdachte, was in der Nacht passiert war, suchte ich in der Farm nach meiner Mutter. Zum Glück war sie allein in ihrem Schlafzimmer und faltete Kleidung. Also nutzte ich die Gelegenheit, um mit ihr unter 4 Augen zu sprechen. Als ich ihr Zimmer betrat, fragte sie mich, wie es war, zum ersten Mal ein Kalb geboren zu sehen. Ich starre zurück in ihr warmes Lächeln, öffne den Mund, um etwas zu sagen, aber es kommt nichts heraus. Und sofort weiß meine Mutter, was passiert ist. »Ich könnte deinen Onkel Dave umbringen«, sagt sie. »Er hat gesagt, es würde eine normale Geburt werden.« Ich breche direkt vor ihr in Tränen aus und meine Mutter kommt zu mir, um mich in ihren Armen zu trösten. »Es ist okay, mein Schatz.
du brauchst keine Angst zu haben. Nachdem sie mir erklärt hat, was Green und Onkel Dave mir bereits gesagt hatten, wird ihr beruhigendes Verhalten plötzlich ernst. Sie fasst mich an beiden Armen, hockt sich zu mir hin, sodass wir auf Augenhöhe sind. Und mit dem ernstesten Blick, den ich je von ihr gesehen habe, sagt sie zu mir: Hör mir gut zu, mein Schatz. Was auch immer du tust, wag es nicht an deinen Brüdern oder deinem Vater davon zu erzählen. Sie dürfen es niemals erfahren. Das bleibt unser kleines Geheimnis. Okay? Mit Tränen in den Augen nickte ich ihr stumm zu. Guter Junge, sagte sie. Eine Woche später kehrten wir nach England zurück. Ich habe meinen Tywin-Brüdern und meinem Vater nie die Wahrheit gesagt, was ich gesehen habe, was wirklich auf diesen Farmen passiert. Und ich habe mich geweigert, jemals wieder einen Fuß in den Nordwesten Irlands zu setzen. Aber die Sache ist die: Vor kurzem, Jahre später, als Erwachsener, bin ich nach Irland zurückgekehrt. Und auf meiner Reise habe ich erfahren, dass meine Mutter und Onkel Dave mir nicht die ganze Wahrheit gesagt hatten. Dieser Fluch, er war nicht regional begrenzt, und manchmal leben sie wirklich. Ich wünschte, ich wüsste, wie das Wetter an dem Tag war, als mein Opa verschwunden ist. Hat es geregnet? War es bewölkt? Hat er die Sonne auf seinen dunklen, lockigen Armen gespürt? War der Tag klar genug, dass er über seine Felder mit Knoblauch, Weizen und Mais sehen konnte? Hat er gesehen, was ihn mitgenommen hat? Es war nicht ungewöhnlich, dass meine Familie und ich während der Ernte nichts von ihm hörten. Die meiste Zeit des Jahres war mein Großvater ein freundlicher Mann mit funkelnden grünen Augen und tiefen Lachfalten. Aber endlose Stunden harter körperlicher Arbeit zehren selbst an den lebhaftesten Menschen, bis sie nichts mehr tun können, außer essen, schlafen und starren. Von September bis November verging manchmal wochenlang kein Wort. Wir waren daran gewöhnt. Aber in diesem Jahr war die Stille anders. Die Spannung stieg, nachdem Thanksgiving ohne einen einzigen Anruf vergangen war. Meine Eltern versuchten es vor mir zu verbergen, aber ich war 12 und alt genug, um zu verstehen, warum die Augen meines Vaters geschwollen und rot waren. Warum meine Mutter den ganzen Tag über seine Hand drückte und seinen gekrümmten Rücken rieb. Opa sagte immer, dass die Landwirtschaft eine unfaire Art von Fairness sei. Das Land gibt zwar, aber es nimmt einem genauso leicht alles wieder weg. Nach einer Woche fand eine der Suchmannschaften einen einzelnen Arbeitshandschuh. Er lag auf dem Feld unter einem verfaulten Kopfsalat, den mein Großvater nie ernten konnte. Der Handschuh war aus robustem Leder, das durch jahrelangen Gebrauch glatt und geschmeidig geworden war. Er hatte kein Etikett, weil er ihn von einem Handwerker in einer nahegelegenen Stadt speziell anfertigen ließ. Der Handschuh meines Großvaters. Und darin seine Hand, die an einem gezackten, blutigen Knochen endete, wo sie am Handgelenk abgebrochen war. Jahre später waren es diese Erinnerungen, die mir durch den Kopf gingen, als ich durch Simcoe County zu seiner Farm fuhr. Ich fuhr den alten Pickup, den er mir in seinem Testament hinterlassen hatte. Dank einer Vereinbarung mit einer örtlichen Autowerkstatt war er in einem fahrbereiten Zustand gehalten worden, für den Fall, dass ich mich jemals entschließen sollte, das Stadtleben aufzugeben. Mein Großvater war ein scharfsinniger Mann. Ich hätte mir nie vorstellen können, in die Fußstapfen meiner Eltern zu treten. Strafrecht interessierte mich nicht. Die Konzepte waren mir zu flüchtig und zu abstrakt. Meiner Meinung nach erforderten sie die Bereitschaft, Kompromisse hinsichtlich der Wie und Warum der Realität einzugehen. Ich meine, Motiv? Was ist das überhaupt? Der Versuch, einen einzelnen Gedanken als eindeutige Ursache für ein Unglück zu bezeichnen. Als würde man auf einen einzigen Flügelschlag eines Schmetterlings zeigen und ihn für einen Hurrikan verantwortlich machen. Nein, ich brauchte etwas Konkretes. Erde, Samen, Wasser, Grün, Schmerzen, Ernte. Ich studierte Agrarwissenschaften, weil ich wusste, dass am Ende des Weges die Familienfarm auf mich wartete, so wie sie auf meinen Großvater gewartet hatte. Aber ich würde nicht die gleichen Fehler machen wie er. Auf dem Rücksitz meines Pickups hatte ich eine ganze Bibliothek mit modernsten Agrarwissenschaftsbüchern gestapelt. Dazu meine digitale Bewässerungsanlage, GPS-Tracker und natürlich meinen Laptop, auf dem jede Menge Apps für die Farmverwaltung installiert waren.
Wo mein Großvater die Landwirtschaft als unfairen Deal mit der Natur sah, sah ich eine Chance, die ich nutzen konnte. Meine Technik würde mir helfen, Dürren zu überwinden. Mein Wissen würde Stammfäule oder anderen Krankheiten vorbeugen. Und Ungeziefer? Nicht auf meiner Farm. Meine Überheblichkeit machte es mir schwer, auf Ratschläge zu hören. Ich hörte kaum zu, als mein Vater mich eine Woche vor meiner Abreise beiseite nahm. Er sagte mir, ich müsse nicht auf demselben Land arbeiten, auf dem der alte Mann gestorben war. Wir könnten es verkaufen, es gäbe interessierte Käufer in der Gegend, benachbarte Bauern, die expandieren wollten. Ich lachte darüber. Er wusste nicht, was ich über moderne Landwirtschaft wusste. Ich fuhr wie geplant los. Die Luft war frisch und roch nach Frühling, als ich den Truck am Ende der Zufahrtsstraße zur Farm parkte. Der Feldweg, der zu Großvaters Bauernhaus führte, war mit Pfützen übersät und ich hüpfte darüber hinweg und verfluchte mich selbst, weil ich vergessen hatte, meine Gummistiefel einzupacken. Die Einfahrt war vollgestellt mit gemieteten Landmaschinen, die ich früher am Tag hatte liefern lassen. Ich quetschte mich zwischen der Bodenfräse und der Sämaschine hindurch und sah zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt wieder die Farm. Man sagt, dass Dinge aus der Kindheit kleiner erscheinen, wenn man sie als Erwachsener sieht. Ja, das gilt aber nicht für 200 Hektar Brachland, das man selbst bewirtschaften will. Unkrautbewachsene Felder erstreckten sich so weit das Auge reichte. Sogar noch weiter, denn in der Mitte ragte der Kamm eines niedrigen Hügels hervor und versperrte mir die Sicht auf das gesamte Grundstück. Zum ersten Mal, seit ich meine Pläne geschmiedet hatte, fühlte ich mich eingeschüchtert. Mein Großvater hatte auch eine 100 Meter tiefe Baumreihe hinterlassen, die das gesamte Grundstück umrandete. Vielleicht war es dieser Umriss, der mich in diesem Moment davon abhielt, mich völlig überwältigt zu fühlen. Die Felder waren groß, aber nicht endlos. Ich hielt am Haus an und holte die alte, verrostete Schrotflinte meines Großvaters von der Tür. Ich öffnete sie und lud 2 Schrotpatronen. Man konnte nie wissen, auf welche Wildtiere man auf einer verlassenen Farm stoßen konnte. Ich ging über das Gelände. Wie erwartet war alles überwuchert, mit Unkraut, jungen Bäumen und so weiter. Das meiste davon konnte man ausreißen und später als Kompost verwenden. Ich bemerkte einige ungewöhnliche Stellen mit nackter Erde, an denen kein Gras und keine Wildblumen wuchsen. Ich sage Stellen, aber jede davon war mindestens 50 Meter im Quadrat groß. Das ganze Grundstück hätte längst überwuchert sein müssen. Ich schätze, ein Teil des Bodens hatte die Nachricht vom Tod meines Großvaters nicht erhalten. Für mich war das eine gute Nachricht, denn so musste ich weniger Unkraut jäten. Während ich so herumlief, hüpfte ich auf den Fußballen und spürte die angenehme Elastizität der Erde. Sie war weich genug, um mit der Aussaat zu beginnen, und ich dankte Gott im Stillen für das frühe warme Wetter und den Regen. Dann wurde mir bewusst, wie allein ich war, und ich dankte ihm laut. Die Fahrt hatte fast den ganzen Tag gedauert, und als sich der Horizont bereits verdunkelte, sprang ich zurück in den Truck und raste zum nächsten Dorf, um mir ein Bier zu kaufen. Ich würde es alleine trinken, so wie ich mir vorstellte, dass mein Großvater es vor der Pflanzsaison getrunken hatte. Ein Mann, der gleichermaßen voller Vorfreude auf die bevorstehende Ernte und voller Gedanken war. Ich war auf dem Weg nach Walters Falls. Das ist ein winziges Dorf, aber es hat alles, was man zum Leben braucht. Man kann viel über einen Ort erfahren, wenn man weiß, was die Leute dort für lebensnotwendig halten. Für die Einwohner von Walters Falls sind das ein Gemischtwarenladen, eine Kirche und eine Bar. Das war's. Die Bar war hauptsächlich für die Bauern aus der Umgebung da. Irgendwie wusste ich wohl, was mich erwartete, aber es war trotzdem ein Schock, als ich die fleckige Tür der Bar öffnete und mich mit Gesichtern konfrontiert sah, die ich zuletzt bei der Beerdigung meines Großvaters gesehen hatte. Sie waren zu 5, schweigend an einem der Tische zusammengekauert. Jeder umklammerte sein Bierglas, als wäre es eine Fackel in einem stockdunklen Labyrinth. Ich überlegte, ob ich gehen sollte, bevor sie mich bemerkten, entschied mich dann aber dagegen. Seit sie mich das letzte Mal gesehen hatten, war ich etwa 30 Zentimeter gewachsen. Ich hatte mein Babyspeck verloren und trug jetzt Kontaktlinsen. Für sie war ich nur ein Fremder in der Stadt. Ich zog einen Stuhl an die Bar, drehte den Bauern den Rücken zu und bestellte ein Bier. Ich hatte noch keinen Schluck getrunken, als ich eine schwere Hand auf meiner Schulter spürte. »Komm«,
sagte der Bauer und deutete auf den Tisch, an dem seine starren Landsleute saßen. »Es hat keinen Sinn, allein zu trinken. Ich heiße Kostok.« »Na toll«, dachte ich. »Noch ein Opfer der Dorfgastfreundschaft.« Ich zog einen Stuhl heran und machte mich sofort lächerlich, indem ich mich an die Tischkante lehnte. Ein Bein war kürzer als die anderen, ein Detail, das die Stammgäste wahrscheinlich kannten, sodass mein Gewicht das Bier aus allen Gläsern schwappen ließ und auf Jeans und Polyester-Windjacken spritzte. Einer der Bauern trug ein Flanellhemd, das bis zur Brust aufgeknöpft war. Als er aufsprang, um dem Spritzer auszuweichen, rutschte etwas Ungewöhnliches unter seinem Hemd hervor und ins schwache Licht der Bar. Er steckte es schnell wieder hinein, aber nicht, bevor ich einen guten Blick darauf werfen konnte. Es war ein handgefertigter Anhänger, und zwar ein ziemlich seltsamer. Er schien aus Weide geflochten zu sein, zu einer Art kugelförmigem Käfig. In diesem Käfig befand sich ein kleiner weißer Knochen. Der Anhänger war mit einem rustikalen Schnur durchzogen, der bis knapp über seinen Bauchnabel reichte. Ich machte mich wieder daran, das Bier aufzuwischen. Mit den Bauern zu trinken war überraschend einfach. Sie hatten ein perfektes Verhältnis zueinander, das sich vermutlich in unzähligen Nächten wie dieser herausgebildet hatte. Sie konnten die Sätze des anderen mit einer Konsistenz beenden, die fast schon beunruhigend war. Trotz der ganzen Aufmerksamkeit, die mir zuteil wurde, hätte ich genauso gut nicht da sein können. Während die Unterhaltung um mich herum weiterging, betrachtete ich den Anhänger. Ich schaute mich am Tisch um und sah, dass alle Bauern dieselbe seltsame Schnur um den Hals trugen. Alle Bauern außer mir. Aber bevor ich danach fragen konnte, spürte ich wieder dieselbe schwere Hand auf meiner Schulter. »Also«, sagte der Bauer, den ich jetzt als Kostok kannte, und die anderen am Tisch verstummten, als er fortfuhr. »Warum hast du unser Angebot nicht angenommen?« »Was?«, fragte ich. »Als dein Großvater starb, haben wir dir ein sehr großzügiges Angebot für sein Land gemacht«, sagte der Bauer. »Warum hast du es nicht angenommen?« Sie wussten also doch, wer ich war. Nicht, dass es eine große Rolle gespielt hätte. Aber warum schwitzte ich dann? Der Bauer musste meinen Gesichtsausdruck gesehen haben, denn er fuhr fort. »Du hast die Ausrüstung von Isidoro dort drüben gemietet«, sagte er und deutete mit einer ausladenden Geste auf die Bauern, aber keiner von ihnen bekannte sich zu dem Namen. Sie schwiegen, warteten, sogar ihr Atmen schien synchron zu sein. Der Bauer beendete seinen Gedanken. »Der Nachname auf deiner Kreditkarte hat uns darauf gebracht. Also, warum hast du das Angebot nicht angenommen?« Die schwere Hand lag immer noch auf meiner Schulter. Ich glaube, ich wollte schon immer Bauer werden. Ich erwartete Gelächter, aber stattdessen wurde die Stille noch tiefer. »Nein«, sagte der Bauer, »das willst du nicht.« Ich starrte in mein Bier und versuchte, keinen Blickkontakt herzustellen. Er fuhr fort. Das Ungeziefer, die zu geringe Ernte, die zu große Einsamkeit, vor Sonnenaufgang aufstehen, nach Einbruch der Dunkelheit schlafen. Die Kräfte der Natur und Gottes, die dich ihrem Willen unterwerfen, dich brechen. Und natürlich ist diese Gegend anfällig für Frühfrost. Daraufhin griffen ein paar Bauern reflexartig nach den hässlichen Anhängern, die an ihren Hälsen hingen. Einer flüsterte etwas, das ich nicht verstehen konnte. »Hier geht's nicht«, schloss der Bauer. »Verkauf alles.« Ich hätte Angst haben sollen, aber das Bier dämpfte die Wirkung seiner impliziten Drohung. Ich drehte mich zu Kostok um ihn zu tadeln, aber ich war überrascht von dem, was ich sah. Seine Augen waren dunkel und tief und ruhig, aber für einen kleinen Moment konnte ich etwas Gewalttätiges hinter der Brille aufblitzen sehen. Als würde sich ein riesiger Schatten unter einem gefrorenen See winden. Ich ignorierte seine Aufforderung und wechselte das Thema. »Früher Frost, so weit im Süden.« »Jedes verdammte Jahr«, antwortete er. »Dein Großvater wusste das.« Der Abend endete, wie du dir wahrscheinlich denken kannst, ziemlich schnell. Die anderen Bauern ließen mich danach in Ruhe. Für eine Weile. Die folgenden Monate waren die härtesten meines Lebens. In der Schule hatte ich die Theorie der Landwirtschaft gelernt, aber keine Theorie der Welt kann dich darauf vorbereiten, wenn deine Sämaschine 2 Kilometer von der nächsten Unterkunft entfernt kaputt geht und in der Ferne der Donner grollt. Rennst du weg und riskierst, dass deine gemietete Maschine für immer im Schlamm stecken bleibt? Oder bleibst du und versuchst du,
den riesigen Metallklotz zu reparieren und riskierst dabei, vom Blitz erschlagen zu werden? Diese Frage stand in keiner meiner Prüfungen. Ich weiß, was mein Großvater mir gesagt hätte. Kopf runter, vergiss die Welt, ignoriere alles außer der Arbeit. Aber so war ich nicht. Stattdessen habe ich mich auf meine Technik verlassen, Online-Fragen gestellt, meine Strategien überdacht und Möglichkeiten gefunden, meinen Ertrag zu steigern. Ich habe den Boden umgegraben, von vorne bis hinten. Ich habe ihn getestet, ich habe ihn gedüngt, ich habe meinen Bewässerungsplan umgesetzt und ihn dann weggeworfen, als er den Keller des Bauernhauses überflutet hat. Ich habe Tausende von Samen in 3 alten Kühlschränken geschichtet. Ich säte 3 Tage lang ohne Unterbrechung. Und ja, ich blieb mit einem Steckschlüssel in der einen Hand, dem regennassen Handbuch in der anderen und einer Taschenlampe im Mund an der Sämaschine stehen, während ein Gewitter tobte. Das war nötig, um diese wilden Hektar Land aus den Fängen der Natur zurückzuholen. Aber trotz all meiner modernen Lösungen forderte die Arbeit ihren Tribut. Mein Rücken und meine Arme brannten, schälten sich und brannten dann wieder. Die Sohlen meiner Füße wurden durch das harte Gummi meiner Stiefel platt. Nach ein paar Monaten stellte ich fest, dass ich die obersten Regale im Bauernhaus nicht mehr erreichen konnte. Mein Rücken hatte sich dauerhaft gekrümmt. Ich veränderte das Land und es veränderte mich. Ich frage mich, wie mein Großvater in seiner Jugend ausgesehen hat, bevor diese Felder ihn so zugesetzt hatten. Aber ich habe es geschafft. Ich habe es verdammt nochmal geschafft. Und trotz all ihrer Drohungen und ihrer Feindseligkeit konnten Kostok und die anderen Bauern nichts dagegen tun. Auf meinen regelmäßigen Fahrten nach Walters Falls sah ich immer mindestens einen von ihnen, und es war unmöglich zu erkennen, welcher es war, der vor dem Gemischtwarenladen saß, eine Flasche in der einen Hand, während die andere an dieser verdammten Korbhalskette herumfummelte. Sie blieben sogar Sonntagmorgens auf ihrem Posten, wenn alle anderen in die Kirchenbänke drängten. Ich reibte ihnen das unter die Nase. Egal wie erschöpft ich war, ich grüßte sie immer fröhlich oder salutierte spöttisch, komplett mit klackernden Absätzen, damit sie wussten, dass ich nicht nur überlebte, sondern florierte. Sie sagten nie etwas zurück, aber sie starrten mich an, wenn ich vorbeiging, und das Herumfummeln wurde immer hektischer, als würden sie eine Wunderlampe reiben. Ein paar Wochen nach Beginn der Vegetationsperiode fing es an, schief zu laufen. Die Mailuft war noch frisch vom Regen der vergangenen Nacht, als ich meine morgendliche Runde über das Grundstück machte. Ich war lange aufgeblieben, um meine Tabellen zu überprüfen, sodass mein müdes Gehirn die Veränderung an den Pflanzen fast nicht bemerkte. Die Veränderung bestand darin, dass es weniger davon gab. Viel weniger. Meine Stiefel versanken tief in der plötzlich leeren Erde. Wo einst Hunderte von Pflanzen gewachsen waren, war jetzt nichts mehr. Ich starrte hinunter und versuchte zu begreifen. Der größte Teil meiner Ernte war noch intakt, aber überall auf dem Feld gab es große Flecken, einige so groß wie ein Basketballfeld, auf denen keine einzige Pflanze mehr stand. Ich ging an einem dieser leeren Flecken entlang und spürte die lockere Erde unter meinen Stiefeln, fast so, als wäre sie gerade umgegraben worden. Jede Stelle war ein weiterer Schlag für mein Budget, weitere 4 Stunden, die ich mit der Überarbeitung meiner Tabellen verbringen musste. Ich hatte im Grunde genommen die Anzahlung für meine Hypothek in diese Farm gesteckt, in der Hoffnung, dass sie sich rentieren würde. Aber in den nächsten Wochen tauchten immer wieder mysteriöse Flecken auf und meine Gewinne schmolzen dahin. Schließlich, nachdem ein großer Teil des gesunden Knoblauchs verschwunden war, beschloss ich aufzubleiben und Wache zu halten. Der Vollmond tauchte das Feld in ein blasses Licht, gerade genug, um etwas zu sehen. Der Abend war still, sogar die Grillen schwiegen. Gegen 3 Uhr morgens heulte in der Ferne ein Hund. Ich schaltete meine Leselampe aus, warf mein Buch weg und kniff die Augen zusammen, um mich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Als ich sie wieder öffnete, sah ich für einen kurzen Moment die Umrisse von 5 Gestalten in der Ferne, halb verdeckt durch den Hügelkamm. 5 Männer und Frauen standen in einem Halbkreis, die Köpfe gesenkt, und verschwörten sich. Ich hatte keinen Zweifel. Es waren Kostok und seine Bauern. Während ich sie beobachtete, schienen die Gestalten hinter dem Hügel zu verschwinden. Sie waren auf dem Weg. Ich schnappte mir die Schrotflinte meines Großvaters und stürmte in die Nacht hinaus, wobei ich vorsichtig zwischen den Reihen von Kohl und Knoblauch hindurchlief, um meinen immer kleiner werdenden Gewinn zu schützen. Aber ich war viel zu spät.
Als ich den Hügel erklomm, fand ich wieder nichts vor. Die lose Erde flog durch die Luft, als ich frustriert auf den Boden trat. Kostok und seine verdammte Bande. Meine Wut richtete sich nicht nur gegen die tote Erde, die sie hinterlassen hatten. Ich wusste jetzt, wer die abgetrennte Hand meines Großvaters auf seinem eigenen Feld liegen gelassen hatte, wer sein Blut unter den verrottenden Pflanzen gerinnen ließ. Diese Monster. Die Felder waren etwa 2 Wochen vor Beginn der Ernte hoch und gelb. Trotz allem war ich noch auf dem besten Weg, eine ordentliche Summe Geld einzufahren. Um das zu feiern, hatte ich mir eine kleine Flasche Champagner gekauft. Auf dem Rückweg beschloss ich, beim Gemischtwarenladen anzuhalten, um mir ein Eis zu holen. Da sah ich Kostok. Er saß tief in einem klappbaren Stoffstuhl vor dem Gemischtwarenladen. Er schien auf jemanden zu warten. Auf mich. Ich versuchte, an ihm vorbeizugehen, aber als ich in seine Nähe kam, packte er mich mit eisernem Griff am Handgelenk und zog sich mit seinem massigen Körper daran hoch. Ich wirbelte herum, um ihm gegenüberzustehen, und bemerkte kaum, wie der Champagner aus meiner Tasche fiel und auf dem Kies zerschellte. »Junge«, sagte er und verstärkte seinen Griff um mein Handgelenk. »Die Ernte steht vor der Tür. Hast du nochmal über den Verkauf nachgedacht? Ich bin bereit, mein Angebot zu verbessern.« »Ach, jetzt versuchst du, mich einzuschüchtern?«, spuckte ich, und es war, als würden 4 Monate Wut und Frustration auf einmal aus mir herausbrechen. »Ich habe dich und deine Kumpanen vor ein paar Tagen dort draußen gesehen. Was benutzt ihr da? Säure? Herbizide? Nach den Schäden zu urteilen, vielleicht sogar Agent Orange.« Verwirrung huschte über Kostoks Gesicht. Er schaute über meine Schulter zu den anderen Bauern, schüttelte kurz den Kopf und sah mich dann wieder an. »Das stimmt«, sagte er. »Das stimmt alles. Und wenn du nicht verkaufst, weißt du, was wir tun werden.« »Fick dich«, antwortete ich. »Wenn mein Großvater nicht nachgegeben hat, warum sollte ich dann?« Ich versuchte, meinen Arm loszureißen, aber Kostoks Finger waren dick wie Schleppseile. Mit einem lässigen Ruck zog er mich zu sich heran, sodass ich seine gelben, maiskörnigen Zähne sehen konnte. »Dann bleib weg von den Feldern, Kleiner«, sagte er. Seine Worte waren von dem Geruch von Kautabak durchdrungen. Und dann sagte Kostok etwas wirklich Seltsames. Er sagte: »Bitte.« Bevor ich wusste, wie mir geschah, hatte ich ihn schon zurück auf seinen Klappstuhl geworfen und rannte zu meinem Truck. Die anderen Bauern hatten sich vor meine Stoßstange gestellt, um mich daran zu hindern, zur Farm zu fahren. Sie standen in einer engen Formation, wie eine Reihe von Fäusten. Ich gab Gas und zeigte ihnen den Stinkefinger, bis sie sich einer nach dem anderen zurückzogen. Sekunden später raste ich mit 140 Kilometern pro Stunde die Straße aus Waltersfalz raus. Und obwohl ich wütend war, obwohl ich Angst hatte, konnte ich nur daran denken, wie traurig Kostok dieses Wort ausgesprochen hatte. »Bitte?« Ich beschloss, so viele Nächte wach zu bleiben, wie nötig waren, um sie auf frischer Tat zu ertappen. Alle Beweise für den Mord waren vor über einem Jahrzehnt verschwunden, aber ein bisschen Gerechtigkeit ist besser als gar keine. 1 Woche lang patrouillierte ich jede Nacht auf den Feldern, und 1 Woche lang verliefen die Nächte ohne Zwischenfälle. Ich sage, ohne Zwischenfälle, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Da draußen war etwas im Gange. Jeden Morgen bei Tagesanbruch fand ich weitere leere Narben auf den Feldern, aber keine Spur von Kostok oder seinen Anhängern. Es dauerte nicht lange, bis mich der Schlafmangel in den Wahnsinn trieb. In der 3. Nacht wurden meine Patrouillen unregelmäßig. Mehr als einmal erwischte ich mich dabei, wie ich im Marsch einschlief, eingelullt vom Rhythmus meiner eigenen Schritte. Manchmal schien es, als würde der Boden unter meinen Füßen beben. Aber meine Taschenlampe fand nichts. Und dann kam der Vollmond. Es war die erste klare Nacht seit Ewigkeiten. Anfang September. Vielleicht später. Ich hatte längst den Überblick über die Tage verloren. Ich wusste nur, dass ich von einem Ende des Feldes zum anderen sehen konnte. Ich konnte keine Details erkennen. Aber das musste ich auch nicht. Dies war die Nacht. Ich konnte es spüren. Ich hob die Schrotflinte und begann, den Rand des Feldes abzugehen. Es dauerte nicht lange, bis ich in der Ferne eine Bewegung sah. Ich blinzelte und konnte gerade noch die dunklen Umrisse von 5 gebeugten Gestalten am hinteren Ende des Feldes erkennen. Ich konnte keine Erkennungsmerkmale ausmachen, aber sie schienen zusammengekauert zu sein,
vielleicht mitten in einer Art Ritual. Während ich sie beobachtete, begannen sie sich wie ein einziger Körper zu bewegen und warfen sich in einer so engen Formation zu Boden, dass sie zu einer einzigen Masse zu verschmelzen schienen. Ich schrie ihnen hinterher und stapfte über die Kohlreihen, um sie zu verfolgen, ohne mich um den Schaden zu kümmern, den ich anrichtete. Aber als ich das Ende des Feldes erreichte, war ich allein. Stattdessen beleuchtete meine Taschenlampe nur eine weitere leere Stelle auf dem Boden. Ich schwenkte den Lichtstrahl über das verlassene Feld, fand aber nichts. Keine zurückweichenden vermummten Gestalten. Keine Fußspuren außer meinen eigenen. Keine Menschen außer mir. Für einen Moment dachte ich, ich hätte sie endgültig verloren, aber bald lichteten sich die Wolken gerade so weit, dass etwas mehr Mondlicht durchkam. Die 5 Gestalten hatten sich wieder zusammengekauert. Nur standen sie jetzt irgendwie wieder in der Richtung, aus der ich gekommen war. Ich richtete die Taschenlampe auf sie, für den Fall, dass sie versuchten, sich wieder in die Dunkelheit zu schleichen. Aber ich fummelte daran herum. Fluchend warf ich mich zu Boden und hob die Taschenlampe hoch. Doch der Strahl fand wieder nichts. Sie waren verschwunden. Ich brach zusammen. Ich drehte mich im Kreis und schleuderte Flüche und Verwünschungen wie Speere in die Nacht, in der Hoffnung, dass einer sein Ziel finden würde. Ich richtete sogar die Schrotflinte in die Luft und drückte ab. Ich rechnete fast damit, dass die alte Munition nur zischen würde. Stattdessen donnerte sie durch den Nachthimmel und verscheuchte die Vögel aus den nahegelegenen Bäumen. Und dann bewegte sich die Erde unter meinen Füßen. Ich stolperte und rammte den Lauf der Schrotflinte in den Boden, um mich zu stabilisieren, während der Boden heftig bebte. Dann schien sich das Beben vor mir fortzubewegen. Ich spähte durch die Dunkelheit. Nur ein paar Meter entfernt sah ich die 5 Gestalten aus dem Boden aufragen. Sie waren viel größer, als ich aus der Ferne gedacht hatte. Jede von ihnen mindestens 5 Meter groß. Sie ragten über mir auf und starrten mich mit ausdruckslosen Gesichtern in der Dunkelheit an. Ich taumelte zurück und drehte mich um, nur um mich den Schatten von 5 weiteren Gestalten gegenüber zu sehen, die hinter mir aufgetaucht waren. Die Nacht war still geworden. Zitternd schaltete ich meine Taschenlampe ein und suchte unter diesen riesigen Gestalten nach Kostok. Mit ihm konnte ich reden. Aber er war nirgends zu sehen. Stattdessen war da etwas, das sich jeder Vernunft entzog. Etwas Unmenschliches. Mein Lichtstrahl beleuchtete Meter um Meter schmutziges rosa Fleisch. Die 5 Schatten, die mich verfolgt hatten, verwandelten sich in riesige Finger, die schuppig und blutig waren und mit dicken gelben Nägeln bedeckt waren, die mit Schmutz und Tierknochen verkrustet waren. Sie trafen in einer Handfläche aufeinander, die von unzähligen Jahren unter der Erde zerfurchte und zerfetzte war. Die Hand endete in einem Handgelenk, das von einem Netz aus dicken, seilartigen Adern bedeckt war. Sie zogen den Blick nach unten, wo ein Arm senkrecht in den Boden ragte. Wie tief er reichte, kann ich nicht sagen. Ich richtete die Taschenlampe wieder nach hinten und sah dasselbe Bild. Eine weitere Hand, hoch über meinem Kopf. Beide waren völlig regungslos, erstarrt in einer offenen Handhaltung, wie eine hässliche Karikatur eines Baumes. Ich ließ meinen schwachen Lichtstrahl von einer grotesken Hand zur nächsten wandern. Mir ging kein Gedanke durch den Kopf. Erschöpfung und Angst hatten ihn leergeräumt von allem, was dies hätte erklären können. Und dann begannen sich die Hände langsam zu bewegen. Sie griffen nach dem Boden und schaufelten Erde auf, wobei sie riesige Handvoll meiner Ernte, aber auch Dreck, Steine und Lehm mitnahmen. Ich spürte eine leichte Bewegung hinter mir und schaffte es gerade noch, mich aus dem Weg zu werfen, als eine der Hände die Erde direkt von der Stelle aufschaufelte, an der ich gerade gestanden hatte. Dann glitt sie mit ihrer Beute zurück, unter die Erde. Meine Beute. Langsam überwog meine Wut meine Angst. Nach allem, was passiert war, war das einfach zu unfair. Ich hatte ja noch das andere Gewehr. Ich richtete die Schrotflinte auf eine der ekelhaften diebischen Hände und feuerte. Der Knall hallte in der Nachtluft wider. Die Hand krümmte sich in stummer Qual. Kleine Rinnsale gelben Blutes spritzten aus einem Dutzend Löchern. Ein Volltreffer. Und dann ein schreckliches Geräusch. Ein Stöhnen, das so leise war, dass man es nicht hören, sondern nur in den Knochen spüren konnte.
Ein Donnerschlag zerriss die Nachtluft, als die Hand vor mir auf den Boden schlug. Ich drehte mich um wegzulaufen, aber meine Stiefel waren in der nassen, schlammigen Erde stecken geblieben. Ich zog meine Füße frei und rannte in Richtung Bauernhaus, wobei ich das Klatschen meiner nassen Socken hörte. Ich kletterte über den Rand des Hügels, wich aus und schlängelte mich vorwärts, während sich die Erde unter mir bewegte und aufwirbelte. Selbst da wusste ich, dass es sinnlos war. Was auch immer diese Dinger waren, sie waren uralt und schnell und kannten diese Felder besser, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Das Bauernhaus war gerade noch zu sehen, als ich ein hohes Pfeifen hörte, als etwas mit erschreckender Geschwindigkeit durch die Luft schnitt. Das Letzte, an das ich mich erinnere, war ein heller Schmerz und ein Gefühl der Schwerelosigkeit, als meine Füße den Boden verließen. Dann nichts mehr. Kostok fand mich im Morgengrauen. Ich lag zusammengesunken an einem Baum, bedeckt mit Blut, Urin und Morgentau. Er fuhr mich 100 Kilometer ins Krankenhaus, im Wettlauf mit einer durchbohrten Lunge. Als ich 2 Tage später aufwachte, fühlte ich mich, als würde mein Körper nur noch von Verbandmull und Spucke zusammengehalten. Kostok stand in der Tür meines Krankenzimmers. Es schien, als stünde er schon eine Weile dort. Ein paar Minuten lang sagte keiner von uns ein Wort. »Also«, sagte Kostok, »du hast den frühen Frost gesehen.« Ich hätte laut losgelacht, wenn Kostok nicht so ernst ausgesehen hätte. Stattdessen nickte ich. Kostoks Zunge bewegte sich über seine Lippen, als würde sie nach Jahren der Übung langsam wieder lernen, wie man spricht. Nach ein paar Augenblicken antwortete er leise. »Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Alle 72 Jahre«, sagte er. »Es kommt jedes Jahr zur Erntezeit. Man weiß nie wann. Gott, ich wünschte, du hättest es nicht gesehen. Ich wünschte, du müsstest es nicht wissen.« Kostok drehte sich zum Fenster. Die Morgensonne zeichnete alle Falten nach, die die Zeit in sein gebräuntes Gesicht gegraben hatte. Manchmal verschont es meine Ernte und manchmal habe ich Pech. Es ist ein fairer Deal, oder zumindest ein fairer, unfairer Deal, beendete ich seinen Satz. Ein Lächeln huschte über Kostoks Lippen und enthüllte tiefe Lachfalten. »Ich nehme, was ich von der Erde kriege. Es ist nur fair, dass sie mir etwas zurückgibt. So einfach ist das.« Wir schwiegen einen Moment, bevor Kostok widersprach. »Ich habe dir nie gesagt, wie leid mir der Tod deines Großvaters tut. Er war ein guter Mann, ein guter Bauer. Manchmal ist das Leben unfairer, als es sein sollte.« Kostok strich mit den Fingern über sein Hemd, spielte einen Moment lang mit seinem Anhänger und ging dann zu meinem Bett. Er sah sich im Zimmer um, vermied meinen Blick und zog einen weiteren Anhänger aus seiner staubigen Jeanstasche. Er drückte mir den zweiten Anhänger in die offene Handfläche. Ich hielt das Geschenk an mein einziges gutes Auge. Er war neu. Der Weidenkorb roch noch nach Stroh, und darin glänzte ein weißer, polierter Knochen in der Sonne, die durch das Krankenhausfenster schien. Darauf waren 2 Buchstaben eingraviert, die Initialen meines Großvaters. Dann ließ er mich allein, damit ich mich erholen konnte. Meine Ärzte sagen, wenn ich vorsichtig bin und alle Übungen mache, werde ich im April wieder auf den Beinen sein. Gerade rechtzeitig zum Beginn der Pflanzsaison. Das Erste, was mir auf dem Heimweg auffiel, war der Mais. Hektar um Hektar flaches, fruchtbares Land erstreckte sich zu beiden Seiten der Landstraße, übersät mit jungen Trieben in einem perfekten Raster. Ich bremste das Auto ab, bevor ich in die Schotterauffahrt einbog und vor dem alten Bauernhaus zum Stehen kam. Ich drehte den Zündschlüssel und seufzte. Ich hatte Angst davor, hierher zurückzukommen. Vor allem, weil Mais nicht das Einzige war, was auf unserem Land wuchs. Es gab noch etwas anderes, das hier gedieh. Ein Geheimnis. Etwas so unglaublich Großes, dass ich es an den meisten Tagen nicht für real halten konnte. Es war etwas, das ich in den letzten 15 Jahren versucht hatte, rational zu erklären und zu vergessen. Aber heute dachte ich nicht daran. Ich war aus einem anderen Grund hier. Mamas Beerdigung. Die Nachricht von ihrem Herzinfarkt hatte mich total umgehauen. Ich hätte fast das Telefon fallen lassen. Meine Ohren klingelten, mein Herz schlug wie wild und mein Vater redete weiter,
ohne zu merken, dass ich mit meinen Gedanken ganz woanders war. Mein Vater kam mir auf der Veranda entgegen. »Hey Dad«, sagte ich und umarmte ihn etwas unbeholfen. Die Beziehung zu meinen Eltern war in den letzten Jahren immer angespannter geworden. Jeden Tag wurde die Kluft zwischen uns größer, bis mir schließlich klar wurde, dass wir nur noch kurze, sinnlose Telefonate über das Wetter und Sport führen konnten, die einzigen Themen, die uns noch verbanden. »Hast du schon was gegessen?« fragte mein Vater. Die Leute haben alles Mögliche vorbeigebracht. Die Küche war immer blitzblank gewesen, aber heute sah es aus, als hätte sie einen Sturm ausgesetzt. Schlammige Fußabdrücke auf dem Boden und Geschirr stapelte sich in der Spüle. Mama ist noch nicht mal 2 Tage weg und schon geht hier alles den Bach runter, dachte ich traurig. So wie Papa putzte, würden wir wahrscheinlich innerhalb eines Monats Mäuse haben. Die Küche war eine Zeitkapsel aus den 80er Jahren, die mich sofort in meine Kindheit zurückversetzte. Auf der Arbeitsplatte stand ein Buffet mit kaum angerührten Aufläufen, die zum Verzehr bereitstanden. Ich machte mir einen Twin Teller und setzte mich zu Papa an den Tisch. Während ich aß, hörte ich meinem Vater zu, wie er über die Vorbereitungen, das Bestattungsinstitut und die Nachbarn sprach, die vorbeigekommen waren. Je länger ich dort saß, desto mehr war ich von meinem Vater enttäuscht. Er ging mit einer morbiden Sachlichkeit an die Sache heran, die ich geschmacklos fand. Währenddessen kamen mir die Tränen, als ich einfach nur in der Küche meiner Eltern saß. Dieser Ort war vielleicht nicht viel, aber ich hatte hier viele Erinnerungen. Einige gute, einige schlechte. Ich weiß, dass meine Mutter ihn geliebt hat, aber in den letzten Jahren merkte ich, dass sie das Leben auf dem Bauernhof leid war. Als wir mit dem Abwasch fertig waren, war es schon spät, was mir eine Ausrede gab, meine Taschen zu nehmen und mich nach oben zurückzuziehen. Mein altes Zimmer war noch immer mit Postern und Fotos dekoriert. Ich kletterte in das viel zu kleine Bett und griff nach der Lampe. In dem Moment, als ich den Schalter umlegte, kamen die Erinnerungen zurück. Ich hatte viel Zeit in Therapie verbracht, um mir einzureden, dass ich mir das alles nur eingebildet hatte. Ich hatte sogar Medikamente gegen meine paranoiden Wahnvorstellungen genommen. Aber in dem Moment, als mein Kopf das Kissen berührte, wusste ich, dass das ein Witz war. Draußen kratzten die Äste unseres überwachsenen Ahornbaums an meinem Schlafzimmerfenster. Ein Sturm zog auf. Die Äste schwankten hin und her und kratzten mit einem unheimlichen, beunruhigenden Geräusch am Glas. Plötzlich war ich wieder 12 Jahre alt und saß mit einem Fernglas im Sessel und schaute während eines nächtlichen Gewitters über unser Feld. Da sah ich den Sumpfmann, der stetig über das nasse Gras in Richtung Mr. Murans Haus marschierte. Vor Schreck ließ ich das Fernglas fallen, aber meine Neugierde ließ mich es wieder aufheben. Da war es. Ich war nicht verrückt. Ich hatte in dem kurzen Blitz tatsächlich etwas gesehen. Eine große, formlose Gestalt bewegte sich unaufhaltsam auf das Haus auf dem Hügel zu. Warmes Licht strömte aus den Fenstern von Herrn. Murans Haus wie ein Leuchtfeuer. Ich stellte das Fernglas ein und fokussierte es. Es hatte riesige Gliedmaßen und einen winzigen Kopf, der wie ein nachträglicher Einfall zu diesem seltsamen Körper wirkte. Stöcke und Äste waren wie Muskeln miteinander verflochten. Und aus seinen Händen tropfte feuchter Sumpfschlamm. Jeder seiner schwerfälligen Schritte war fest wie Stein, und der Wind peitschte ihm die Zweige hinterher, während er sich in die Nacht vorwärts bewegte. Ich hätte das als Traum abtun können, aber am nächsten Tag war Herr Muran tot. Ich wusste, was ihn getötet hatte. Ich hatte es gesehen. Aber ich konnte nichts sagen. Nicht, weil mir niemand geglaubt hätte, sondern weil mein Vater und ich diejenigen waren, die ihn befreit hatten. Damals wollte mein Vater die Farm von Herrn Muran kaufen. Es war eine tolle kleine Farm, die unser Grundstück fast verdoppelt hätte. Also fuhr mein Vater eines Nachmittags zu Herrn Murans Haus und nahm mich mit. Er setzte mich in das staubige Wohnzimmer, während sie in der Küche über Geschäfte redeten. Mr. Muran ging gern auf die Jagd und sein Wohnzimmer war voller ausgestopfter Tiere. Ich untersuchte gerade einen ausgestopften Rotluchs auf dem Fernseher, als mich Herr Murans laute Stimme erschreckte. »Oh, ich werde dieses Land niemals verkaufen, Bob«, keuchte der alte Mann. »Hier bin ich geboren, hier werde ich sterben.« Mein Vater verschwendete keine Zeit und machte sich aus dem Staub. Als wir zur Tür gingen, tat er jedoch etwas Seltsames.
Er schaute über seine Schulter, um sicherzugehen, dass uns niemand beobachtete, nahm dann einen Schlüsselbund vom Haken neben der Tür und steckte ihn in seine Hosentasche. Als wir wieder im Truck saßen, fuhr Dad nicht nach Hause. Stattdessen nahm er eine Nebenstraße, die uns zum äußersten Rand unseres Grundstücks führte. »Wohin fahren wir?« fragte ich. Dieses Feld bewirtschafteten wir nicht einmal. Es lag brach. Der Boden war zu nass und in der Mitte befand sich ein regelrechter Sumpf. Wir kamen nie in seine Nähe. Außer heute. Dad antwortete nicht, sondern hielt den Truck an und stieg aus. Ich sah, wie er eine Schaufel aus der Ladefläche holte und auf das Gebüsch zuging, das das Wasser umgab. Ich war verwirrt und verstand nicht, warum wir hier waren. Nach einer Minute folgte ich ihm. Im Gegensatz zu den anderen überwucherten Teilen unserer Farm war es hier still. Keine raschelnden Äste, kein Vogelgezwitscher. Ich zitterte. Der Sumpf machte mir Angst. Das Wasser war still und roch eklig und faulig. Ich mochte es hier nicht und wollte weg. Mein Vater hockte direkt am Rand des Wassers und grub ein flaches Loch. Er bemerkte, dass ich ihn beobachtete. »Er wird sich wünschen, er hätte die Farm verkauft«, sagte mein Vater leise, »wenn der Sumpfmann heute Nacht bei ihm auftaucht.« Dann ließ er die Schlüssel in das Loch fallen, schüttete Erde darüber und strich sie mit der Hand glatt. Ich fühlte mich unwohl. Der Sumpfmann war etwas, das mein Vater erfunden hatte, um mir Angst zu machen, als ich klein war. Nichts, was es wirklich gab. Aber mein Vater klang nicht so, als würde er glauben, dass es nur eine Erfindung war. Dads Bezug zur Realität war schon immer etwas schwach gewesen. Er konnte nicht widerstehen, in der Schlange im Supermarkt den National Enquirer zu kaufen, und er hatte ein ungesundes Interesse an Area 55. Es klang, als wäre dies nur etwas Neues, an das er sich gerade klammern wollte. »Das ist der wahre Schatz unseres Landes«, fuhr er fort, ohne meine Unbehaglichkeit zu bemerken. »Die Indianer nannten es einen Baumläufer. Es ist eines ihrer Wesen. Aber als mein Urgroßvater sich hier niederließ, war es schon da.« Ich sagte nichts. Dad sah mich fest an. »Der Bogman ist ein Problemlöser«, sagte er leise. »Wenn du ein Problem hast, nimmst du etwas, das der Person gehört, die dir Ärger macht, und vergräbst es hier im Schlamm.« Er machte eine Pause. »Etwas Kleines, etwas Persönliches. Verstanden?« Ich nickte, ohne zu wissen, was ich sagen sollte. »Wir müssen es beschützen, deshalb gehen wir nie weg. Wir verkaufen Berg nie. Es ist immer einer von uns auf diesem Land.« Wir fuhren schweigend nach Hause. Ich verdrängte den Vorfall aus meinen timmen Gedanken, bis ich später am Abend mit dem Fernglas spielte und sah, was wir getan hatten. Allein in meinem alten Zimmer kam Wind auf und schlug gnadenlos die Äste gegen die Hauswand. Ich zog die Decken über mich und versuchte, es mir bequem zu machen. Über die Jahre hatte ich immer wieder an diesen Tag gedacht, besessen von dem, was ich gesehen hatte, und voller Schuldgefühle wegen meiner Beteiligung. Am Tag nach Herrn Murans Tod war ich allein zu unserem unteren Feld geschlichen. Ich wollte beweisen, dass alles nur ein Traum gewesen war. Aber als ich unten auf dem Feld ankam, schlug mein Herz wie wild, als ich riesige Fußabdrücke sah, jeder so groß wie ein Autoreifen. Ich hatte mich so sehr bemüht, zu vergessen, was ich durch das Fernglas gesehen hatte. Aber Fußabdrücke, wie sollte ich das erklären? Keine Therapie hatte es geschafft, diese Erinnerung vollständig aus meinem Kopf zu verbannen, und sie kam zurück, während ich mich in meinem kleinen Doppelbett hin und her wälzte. Nach einer langen Zeit beruhigte mich das leise Geräusch des Regens auf unserem Dach endlich so sehr, dass ich in einen unruhigen Schlaf fiel. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war ich zunächst verwirrt. Ich erkannte meine Umgebung nicht wieder. Dann fiel mir alles wieder ein. Mama ist tot, dachte ich, und in unserem Garten lebt eine Sumpfkreatur. Ja, ich war immer noch verrückt. Mit großer Angst zog ich einen zerknitterten Anzug an und fuhr im strömenden Regen zum Bestattungsinstitut. Das war der Teil, den ich nicht wollte. Ich hasste Menschenmengen, und heute würde es sicher eine geben. Ich wollte mir all die netten Worte unserer Nachbarn und Freunde nicht anhören. Aber ich würde es tun für meine Mutter. Als ich dort stand und in ihren Sarg schaute, war ich beeindruckt, wie friedlich sie aussah. Das Bestattungsinstitut hatte gute Arbeit geleistet. Geschmackvolles Make-up,
Ihr bestes Kirchenkleid. Mein Blick blieb auf ihr haften. Ich wollte mir jedes Detail dieses letzten Moments, in dem wir zusammen waren, einprägen. Aber etwas fehlte. Mamas goldene Kreuzkette. Die sie mein ganzes Leben lang jeden Tag getragen hatte. Eine Stimme flüsterte in meinem Kopf: Etwas Kleines. Persönliches. Ich drehte mich langsam zu dem Mann neben mir um. Ein Mann, den ich offenbar überhaupt nicht kannte. »Dad«, sagte ich langsam, »wo ist Mamas Halskette?«